Google Ads hat sich im letzten Jahr stark verändert. Es setzt immer mehr auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Das bedeutet, dass Google Ads-Strategien, die in der Vergangenheit funktioniert haben, heute nicht mehr so effektiv sind. Deshalb möchte ich dir in diesem Video alles zeigen, was du wissen musst, um als Anfänger erfolgreich Google Ads-Werbung zu schalten. Ich führe dich Schritt für Schritt durch den kompletten Ablauf. Ich zeige dir, wie du ein neues Google Ads-Konto erstellst. Ich zeige dir, wie du eine Kampagne möglichst effektiv einrichtest. Ich zeige dir, wie du das Conversion Tracking für Produktverkäufe und für Kontaktanfragen konfigurierst und noch ganz viele andere Sachen. Als Voraussetzung brauchst du nur ein Google-Konto und wenn du das noch nicht hast, kannst du das kostenlos unter accounts.google.com erstellen. Ich weiß, das Video ist lang, es sind ganz schön viele Informationen auf einmal, deshalb findest du auch unten in der Videobeschreibung nochmal eine Übersicht von den einzelnen Kapiteln. Dann kannst du einfach auf die Zeit klicken und das Video springt genau an diese Stelle. Wenn dir die Informationen weiterhelfen, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Ich befinde mich auf der Startseite von Google Ads. Die Domain lautet ads.google.com und den Link findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wenn du dich schon mit einem Google-Konto angemeldet hast, dann kannst du oben rechts in der Ecke auch die E-Mail nochmal überprüfen, um sicherzugehen, dass das auch die richtige E-Mail-Adresse ist, die du ganz gerne verwenden möchtest. Und dann kannst du einfach über den Button Jetzt starten ein neues Google Ads-Konto erstellen. In dem nächsten Abschnitt wirst du direkt aufgefordert, eine neue Kampagne zu erstellen. Das kannst du aber auch einfach wegklicken. Auf der linken Seite wirst du dann nochmal aufgefordert, eine Kampagne zu erstellen. Das ist aber optional. Das kannst du einfach bestätigen bzw. überspringen, indem du auf Skip klickst. Dann gibt es noch viele weitere Fragen, aber du kannst auch einfach auf den Pfeil nach unten klicken und dann kannst du die Kampagnenerstellung einfach verlassen bzw. überspringen. Die Kontoinformationen kannst du nicht überspringen. Hier ist es wichtig, dass du auch das richtige Land auswählst, die richtige Zeitzone und auch die richtige Währung, weil man das später nicht anpassen kann bzw. nur über den Support anpassen kann. Deswegen solltest du hier wirklich darauf achten, dass das am Anfang auch alles richtig eingestellt ist. Wenn du von Google Ads benachrichtigt werden möchtest, dann kannst du das hier auch aktivieren. Ich stelle das beides auf Nein. Das war auch der letzte Schritt. Das Konto ist jetzt erstellt. Das musst du noch einmal kurz bestätigen und dann wirst du direkt in die Benutzeroberfläche von deinem Google Ads Konto weitergeleitet. Die Benutzeroberfläche, die ändert sich auch regelmäßig. Deswegen kann es sein, dass bei dir alles anders aussieht. Aber die Funktionen sind eigentlich immer gleich. Auf der linken Seite findest du die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Du findest hier deine Kampagnen, die du auswählen kannst und auf der rechten Seite kannst du dir dann die Performance anschauen. Das werde ich dir gleich nochmal im Detail zeigen. Ich möchte jetzt erstmal die Spracheinstellungen anpassen, weil bei mir die ganze Benutzeroberfläche aktuell noch auf Englisch ist. Das kannst du anpassen, indem du unten links auf Admin klickst und dann die Preferences auswählst. Direkt am Anfang kannst du die Sprache anpassen. Hier wähle ich German aus. Das Format der Nummern passe ich auch nochmal an. Klicke dann auf Speichern und dann kannst du in diesem Bereich noch ein paar weitere Anpassungen vornehmen. Zum Beispiel kannst du den Kontonamen festlegen. Hier kannst du einfach den Namen von deinem Unternehmen reinschreiben. Auf der linken Seite findest du weitere Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kannst du hier die Benachrichtigungen anpassen. Unter Zugriff und Sicherheit hast du die Möglichkeit, weitere Personen zu deinem Konto hinzuzufügen. Dafür musst du einfach die E-Mail eintragen und dann kannst du zum Beispiel Mitarbeiter oder Freelancer hinzufügen. Dann gibt es in Google Ads auch sogenannte Verwaltungskonten. Das ist einfach nur eine andere Form von einem Google-Konto, aus dem man mehrere Google Ads-Konten betreuen kann. Und so ein Verwaltungskonto, das wird normalerweise von Marketingagenturen benutzt. Und wenn du langfristig mit einer Marketingagentur zusammenarbeiten möchtest und die Zugriff auf dein Google Ads-Konto hat, dann findest du das normalerweise unter den Administratoren. Rechts daneben gibt es noch die Sicherheit. Hier solltest du die 2-Stufen-Authentifizierung auf jeden Fall aktivieren. Und ganz am Ende gibt es auch noch zugelassene Domains. Hier kannst du zum Beispiel deine Domain hinzufügen und das schützt dann auch nochmal dein Konto ein bisschen mehr, weil dann nur Personen mit so einer Domain auf dein Google Ads-Konto zugreifen können. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel möchtest, dass nur Personen mit einer Gmail-Adresse auf dein Konto zugreifen können, dann trägst du hier einfach gmail.com ein, klickst auf Domain hinzufügen und dann kannst du die auch wieder entfernen.
Und du kannst natürlich auch noch weitere Domains hinzufügen und das Ganze dann speichern. Die Kontoeinstellungen und die verknüpften Konten, die können wir erstmal überspringen. Als nächstes ist es erstmal wichtig, dass du deine Zahlungsmethode hinzufügst. Und das kannst du machen, indem du auf der linken Seite die Abrechnung auswählst. Hier kannst du deine Rechnungsadresse angeben, du kannst deine Steuerinformationen hinzufügen und in einem neuen Google Ads Konto ist die Zahlungsoption am Anfang immer eine automatische Zahlung. Das bedeutet, dass die Abrechnung entweder einmal pro Monat passiert oder wenn ein bestimmter Grenzbetrag erreicht wird. Dieser Grenzbetrag liegt am Anfang, ich glaube, bei 50 Euro, aber wenn du den einmal erreicht hast, dann wird der auch sofort erhöht. Als Zahlungsmethode kannst du entweder eine Kredit- oder Debitkarte hinzufügen oder ein Bankkonto, wenn du lieber das Lastschriftverfahren benutzen möchtest. Alle weiteren Zahlungsinformationen findest du auch über den Link ganz am Anfang und wenn du noch irgendwelche anderen Sachen ganz gerne wissen möchtest, dann kannst du da einfach draufklicken und dir dann da die ganzen Informationen durchlesen. Ich habe eine Zahlungsmethode erfolgreich hinzugefügt. Die Ansicht, die sieht bei mir jetzt auch ein bisschen anders aus. Ich befinde mich immer noch in der Abrechnung und jetzt habe ich hier auf der linken Seite auch ein paar verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel habe ich hier direkt am Anfang eine Zusammenfassung von der ganzen Abrechnung. Unter den Dokumenten kannst du deine Rechnungen herunterladen. Unter den Zahlungsmethoden kannst du auch noch eine zweite Kreditkarte hinterlegen für den Fall, dass es Probleme mit der ersten Kreditkarte geben sollte. Und wenn du einen Google Ads Gutscheincode hast, dann kannst du den auch in diesem Bereich unter den Gutscheincodes hinzufügen, indem du auf das Pluszeichen klickst und dann trägst du hier den Gutschein ein und bestätigst das Ganze, indem du auf Senden klickst. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du eine Google Ads Kampagne erstellst. Aber bevor du das machst, ist es ganz wichtig, dass du dich mit der Google Ads Kampagnenstruktur auseinandersetzt. In Google Ads gibt es nämlich 3 verschiedene Ebenen. Einmal die Kontoebene, die Kampagnenebene und die Anzeigengruppenebene. Und auf jeder Ebene hast du unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Auf der Kontoebene kannst du die Zahlungsinformationen hinzufügen, das haben wir gerade gemacht. Auf der Kampagnenebene kannst du das Budget festlegen, also wie viel du für deine Werbung ausgeben möchtest. Dann gibt es auf der Kampagnenebene auch noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel der Standort, also wo deine Werbung ausgespielt werden soll. Und innerhalb von einer Kampagne können sich mehrere Anzeigengruppen befinden und innerhalb von den Anzeigengruppen befinden sich dann die Anzeigen, also das, was ein Nutzer in der Google-Suche sieht und auch verschiedene Keywörter, die dafür sorgen, dass die Anzeige ausgespielt wird. Ich werde in diesem Tutorial eine Google Ads-Kampagne für eine Anwaltskanzlei erstellen. Das hier ist die Webseite, das ist einfach nur eine Test-Webseite, die ich kurz erstellt habe. Und diese Anwaltskanzlei bietet verschiedene Dienstleistungen an, zum Beispiel Mietrecht, Familienrecht und Verkehrsrecht. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie ich diese Dienstleistungen am besten in einer Google Ads-Kampagne bewerben kann. Es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten. Am wichtigsten ist aber, dass du immer, egal wie deine Kampagnenstruktur aussieht, pro Anzeigengruppe nur ein Produkt oder eine Dienstleistung bewirbst. Der Grund dafür ist, dass sich in der Anzeigengruppe die Keywörter und die Anzeigen befinden und die müssen thematisch immer zusammenpassen. So, und wenn ich jetzt zu meiner Beispielseite zurückgehe, habe ich 3 verschiedene Unterseiten für die Dienstleistungen, die ich ganz gerne bewerben möchte. Das heißt, ich kann eine Kampagne für alle Dienstleistungen erstellen und in den Anzeigengruppen kann ich dann die einzelnen Dienstleistungen bewerben. Theoretisch könnte ich auch für jede Dienstleistung eine eigene Kampagne erstellen. Der Vorteil wäre, dass ich damit das Budget besser steuern kann, weil das Budget immer auf der Kampagnenebene eingestellt werden muss. Das solltest du auf jeden Fall beachten. Für mich ist das in diesem Beispiel nicht relevant, deshalb werde ich eine Kampagne mit mehreren Anzeigengruppen erstellen. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du eine neue Google Ads Kampagne erstellst. Deswegen gehe ich wieder zurück in das Google Ads Konto. Hier kannst du entweder in der Übersicht auf den blauen Button Neue Kampagne klicken oder du wählst auf der linken Seite den Button Erstellen aus. Anschließend klickst du auf die Kampagne und als erstes musst du ein Kampagnenziel auswählen. Die Kampagnenziele helfen dir eigentlich nur dabei, die richtigen Einstellungen zu treffen. Deswegen benutze ich normalerweise immer eine Kampagne ohne Zielvorhaben,
weil du damit alles komplett individuell konfigurieren kannst. In dem nächsten Schritt musst du einen Kampagnentypen auswählen und in diesem Tutorial werde ich eine Suchkampagne erstellen. Das ist auch der Kampagnentyp, der für Anfänger am besten geeignet ist, weil du damit wirklich wenig falsch machen kannst. Und eine Suchkampagne ist ein ganz guter Weg, um erstmal so ein bisschen zu lernen, wie Google Ads überhaupt funktioniert. Wenn du einen Online-Shop hast, dann bietet sich natürlich auch an, eine Performance Max-Kampagne zu erstellen oder eine Shopping-Kampagne. Und wenn du das ganz gerne machen möchtest, dann habe ich dazu auch schon ein Tutorial veröffentlicht. Aber wie gesagt, für Anfänger ist die Suchkampagne ein super Kampagnentyp, um erstmal anzufangen. Und solange das noch möglich ist, würde ich dir empfehlen, das auch zu machen. Es kann nämlich sein, dass man langfristig nur noch Performance Max-Kampagnen schalten kann. Die wurden in dem letzten Jahr von Google ziemlich stark gepusht. Aber solange man noch die Suchkampagnen schalten kann, würde ich dir auch empfehlen, das zu machen. Im nächsten Schritt kannst du Ziele auswählen, die du erreichen möchtest. Diesen Teil kannst du aber auch überspringen, der ist nicht so wichtig. Und darunter musst du ein Conversion-Ziel festlegen. Die Conversions, die habe ich zwar noch nicht definiert, trotzdem muss man hier schon etwas auswählen. Ansonsten kommt man nicht weiter. Das kannst du nachträglich aber auch noch ändern und wie du später die Conversions einrichtest und das auch noch anpasst, das werde ich dir dann auch nochmal in Ruhe zeigen. Ich werde hier erstmal die Leads bzw. die Kontakte auswählen, weil ich möchte, dass die Leute mich über die Webseite kontaktieren und am Ende musst du der Kampagne auch noch einen Namen geben. Hier würde ich dir empfehlen, dass du direkt am Anfang den Kampagnentypen erwähnst. Hier steht zum Beispiel schon Search für die Suchkampagne, das passt auf jeden Fall. Und dahinter schreibe ich noch Dienstleistungen, weil ich in dieser Kampagne auch die Dienstleistungen bewerben möchte. Ich würde dir auch empfehlen, dass du den Kampagnennamen möglichst genau beschreibst, damit du direkt weißt oder direkt siehst, um was für einen Kampagnentypen es sich handelt und welche Produkte du in dieser Kampagne bewerben möchtest. Das ist auf jeden Fall hilfreich, gerade wenn du langfristig mehrere Google Ads Kampagnen schalten möchtest. Wenn bei dir am Ende die erweiterten Conversions angezeigt werden, dann kannst du das auch erstmal deaktivieren. Das ist eine sehr fortgeschrittene Einstellungsmöglichkeit. Damit hast du zum Beispiel die Möglichkeit, mehr Conversion-Daten zu sammeln. Die Umsetzung ist technisch aber auch etwas komplizierter. Deswegen deaktiviere ich das erstmal, aber du hast später auch die Möglichkeit, das jederzeit einzurichten und dann auch wieder zu aktivieren. Das kannst du dann mit weiter bestätigen und in dem nächsten Schritt kannst du deine Gebote einstellen, die Kampagneneinstellungen anpassen und auch anfangen, deine Kampagne zu konfigurieren. Als erstes musst du festlegen, worauf du einen Schwerpunkt legen möchtest. Die Grundeinstellung sind Conversions. Das sollte auf jeden Fall langfristig auch dein Ziel sein. Für eine neue Kampagne in einem neuen Google Ads Konto macht es aber wenig Sinn, die Conversions auszuwählen, weil in dem Konto auch keine historischen Conversion-Daten vorhanden sind. Deswegen würde ich dir auch erstmal empfehlen, mit den Klicks anzufangen. Um ein bisschen mehr Kontrolle über die Klickpreise zu haben, kannst du auch ein maximales CPC-Gebot festlegen, zum Beispiel 2 Euro. Dann passt der Algorithmus deine Gebote automatisch an und versucht, innerhalb von deinem Budget möglichst viele Klicks zu erzielen. Ansonsten gibt es auch noch den Anteil an möglichen Impressionen. Hier kannst du zum Beispiel auswählen, dass 80% deiner Anzeigen ganz oben in der Google-Suche ausgespielt werden soll, über den organischen Suchergebnissen oder irgendwo in der Google-Suche. Diese Geburtsstrategie benutze ich eigentlich nur für eine Brandkampagne. Das ist auf jeden Fall auch eine Kampagne, die du am Anfang direkt erstellen kannst. In einer Brandkampagne bietest du einfach nur auf deine Brand-Keywörter, also auf dein Unternehmen. Es passiert nämlich sehr häufig, dass Konkurrenten auf die Brand-Keywörter von anderen Unternehmen bieten, um von der Konkurrenz einfach ein bisschen Traffic zu klauen. Zum Beispiel habe ich Pipedrive in der Google-Suche eingegeben. An erster Stelle wird dann auch die Pipedrive Google Ads Anzeige angezeigt, aber direkt darunter befindet sich zum Beispiel Monday.com. Das heißt, die bieten auch auf das Pipedrive-Keyword und wenn du keine Brandkampagne schaltest, dann kann es eben passieren, dass ein Konkurrent ganz oben in der Google-Suche angezeigt wird, weil die Google Ads-Anzeigen immer über den organischen Suchergebnissen angezeigt werden. Ich passe hier nochmal die Gebotsstrategie an. Es gibt hier auch noch den Conversion-Wert. Diese Gebotsstrategie kann man ganz gut für Online-Shops benutzen, aber auch da ist es wichtig, dass deine Conversions, also die Verkäufe, richtig getrackt werden
und dass auch der Conversion-Wert bzw. der Warenkorbwert an Google Ads weitergegeben wird. Ich wähle jetzt aber erstmal wieder die Klicks aus, stelle das CPC-Gebot auf 2 Euro und darunter hast du auch noch die Möglichkeit, die Gebote für Neukunden anzupassen. Diese Funktion ist noch relativ neu in Google, die eignet sich auch eher für fortgeschrittene Google Ads-Konten. Aber auch hier ist es wichtig, dass du erstmal viele historische Daten in deinem Konto hast und auch wirklich weißt, wie teuer ein Neukunde für dich ist, weil nur dann macht es Sinn, diese Einstellung auch zu verwenden. Zum Beispiel brauchst du hier eine Bestandskundenliste von mindestens 1000 Personen und wenn du das nicht hast, dann kannst du diesen Teil auch erstmal überspringen und auf den Button weiterklicken. Dann geht es weiter mit den Kampagneneinstellungen und eine der wichtigsten Sachen ist, dass du das Display-Netzwerk deaktivierst. Du kriegst dann zwar eine Meldung, dass du in dem Display-Netzwerk mehr Conversions erzielen kannst, aber du möchtest eine Suchkampagne erstellen. Das heißt, du möchtest, dass deine Werbung auch in der Google-Suche ausgespielt wird. Das ist das Suchnetzwerk und das Display-Netzwerk besteht aus anderen Webseiten, aber Google möchte natürlich, dass du trotzdem das Display-Netzwerk auswählst, damit deine Werbekosten einfach etwas höher sind. Die Suchnetzwerkpartner, die kannst du hingegen aktiviert lassen. Später kann ich dir auch nochmal zeigen, wie du dir die Performance von den Suchnetzwerkpartnern anschauen kannst. Wenn du dann zum Beispiel siehst, dass die Suchnetzwerkpartner viel schlechter performen, dann kannst du das auch nachträglich nochmal abschalten. Aber für den Anfang kannst du das auf jeden Fall aktiviert lassen. Darunter kannst du den Standort anpassen. Hier kannst du festlegen, wo deine Werbung ausgespielt werden soll. Du kannst zum Beispiel ein Land auswählen. Wenn du auf weiteren Standort eingeben klickst, dann hast du hier auch die Möglichkeit, mehrere Standorte hinzuzufügen. Zum Beispiel kann ich hier Hamburg hinzufügen. Dann klickst du auf das Ziel und dann wird der Standort auch hinzugefügt. Genau das gleiche kann ich für Berlin machen. Und wenn du einen Standort wieder entfernen möchtest, dann klickst du einfach auf das X auf der rechten Seite. In der erweiterten Suche hast du auch die Möglichkeit, einen Radius bzw. einen Umkreis zu benutzen. Dafür wählst du einfach den Umkreis aus, dann trägst du hier zum Beispiel 10 Kilometer ein und als Ortsname kann ich hier auch wieder Hamburg auswählen. Den ersten Standort kann ich entfernen und dann kannst du über diesen Weg auch deinen Standort eingrenzen. Das bestätigst du dann einfach mit Speichern. Für lokale Unternehmen ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um den Standort auszuwählen. Ich werde hier aber wieder die ganze Stadt auswählen, deswegen gebe ich hier nochmal Hamburg ein. Wenn du möchtest, kannst du theoretisch auch einen Standort ausschließen. Ich benutze die Funktion aber eigentlich so gut wie gar nicht oder nur ganz selten. Später kannst du dir auch einen Standortbericht anschauen und dann kannst du die Performance für verschiedene Standorte so ein bisschen auswerten. Und wenn du dann vielleicht siehst, dass in einem bestimmten Standort oder in einer bestimmten Stadt die Performance deutlich schlechter ist, dann kannst du zum Beispiel den Standort oder einen Standort nachträglich noch ausschließen. Den Umkreis entferne ich erstmal wieder. Und dann gibt es darunter auch noch die Standortoptionen. Hier kannst du auswählen, ob deine Werbung nur an Personen ausgespielt werden soll, die sich in deiner Zielregion befinden, oder ob die Werbung auch an Leute ausgespielt werden soll, die sich für deine Zielregion interessieren. Die zweite Option ist auf jeden Fall der sichere Weg, außer du schaltest Werbung für eine bestimmte Urlaubsregion, wo du auch Leute erreichen möchtest, die sich nicht direkt in der Region befinden. Du hast aber auch die Möglichkeit, die erste Option auszuwählen und dir dann später den Standortbericht anzugucken. Dann hast du auch echte Daten und kannst eine bessere Entscheidung treffen, ob du die erste oder die zweite Option auswählen möchtest. Aber wie gesagt, ich benutze in den meisten Fällen die zweite Option, weil in der Regel die Qualität von dem Traffic dann auch etwas besser ist. Darunter musst du die Spracheinstellungen anpassen. Die Sprache, die du hier angibst, die bezieht sich immer auf die Browser-Einstellungen für einen Nutzer. Der sicherste Weg ist, dass du hier eine Sprache auswählst, die du auch in deinen Anzeigen und auf deiner Landingpage verwendest. Vor allem, wenn es irgendwelche technischen Keywörter sind, die du vielleicht in deiner Kampagne benutzen möchtest, die in dem Englischen sehr ähnlich sind. Aber wenn deine Keywörter eindeutig sind, dann kannst du zum Beispiel auch Englisch noch hinzufügen, weil in Deutschland auch viele Personen, die Deutsch sprechen, die Browser-Einstellungen auf Englisch eingestellt haben. Das würde ich aber nur machen, wenn deine Keywörter wirklich deutsch sind. In meinem Fall ist das zum Beispiel
Anwalt Mietrecht. Jemand, der danach sucht, der wird auf jeden Fall die deutsche Sprache beherrschen, auch wenn die Browser-Einstellungen zum Beispiel auf Englisch eingestellt sind. Deswegen kann ich das in diesem Beispiel auch auswählen. Unter den Zielgruppensegmenten hast du die Möglichkeit, bestimmte Zielgruppen hinzuzufügen. Entweder kannst du in der Suche ein bestimmtes Keyword eingeben. Zum Beispiel kann ich hier Anwalt reinschreiben und einfach mal gucken, was mir angezeigt wird. Die Zielgruppen, die passen jetzt wirklich nicht zu meiner oder zu dem Produkt, was ich bewerben möchte. Alternativ kannst du auch auf Stöbern klicken und dann kannst du hier zum Beispiel demografische Merkmale auswählen. Du kannst ein Interesse von einer Zielgruppe auswählen. Du kannst ein bestimmtes Kaufverhalten von einer Zielgruppe auswählen. Unter den bisherigen Interaktionen kannst du Remarketing-Zielgruppen hinzufügen und ganz am Ende hast du auch die Möglichkeit, Zielgruppen zu kombinieren. Wenn du Zielgruppen in einer Suchkampagne hinzufügst, ist es ganz wichtig, dass du die Beobachtung auswählst. Eine Suchkampagne, die benutzt nämlich das Keyword-Targeting und wenn du die Beobachtung auswählst, dann wird weiterhin die Anzeige in der Suchkampagne an alle Personen ausgespielt, die nach diesen Keywörtern suchen. Aber wenn sich eine Person in einer Zielgruppe befindet, die du ausgewählt hast, dann kannst du dir die Performance für diese spezielle Zielgruppe anschauen. Und wenn du siehst, dass diese Zielgruppe deutlich besser performt, dann kannst du da zum Beispiel die Gebote anpassen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass mehr Leute aus dieser Zielgruppe deine Anzeige sehen. Die Ausrichtung wird hingegen nur bei Display-Kampagnen oder Videokampagnen oder Remarketing-Kampagnen benutzt, weil dann die Werbung auch wirklich nur an die Leute ausgespielt wird, die sich in dieser Zielgruppe befinden, was natürlich auch Sinn macht, weil diese Kampagnentypen nicht das Keyword-Targeting benutzen. Für mich macht es in dieser Beispielkampagne nicht wirklich Sinn, Zielgruppen hinzuzufügen, weil meine Zielgruppe gefühlt aus jeder Gesellschaftsschicht kommen kann. Aber wenn du ein Produkt hast, wo du deine Zielgruppe ein bisschen besser definieren kannst, dann kannst du dich hier einfach mal durchklicken und schauen, ob es irgendwelche Zielgruppen gibt, die du hinzufügen möchtest. Und wenn du das machst, ist es wirklich ganz wichtig, dass du Beobachtung auswählst. Darunter gibt es eine neue Einstellungsmöglichkeit zu den Keyword-Optionen bzw. zu den weitgehend passenden Keywörtern. Die Keyword-Optionen werde ich dir gleich nochmal etwas genauer erklären. Diese Einstellungsmöglichkeit solltest du immer deaktivieren. Aktuell kann ich die auch gar nicht aktivieren, aber es kann sein, dass sich das langfristig nochmal ändern wird, dass Google das anpasst. Aber die weitgehend passenden Keywörtern, die benutzt du eigentlich nur, wenn du deine Google Ads-Kampagne für mehr Conversions optimierst und dafür dann auch die passende Gebotsstrategie benutzt. Und weil ich am Anfang eine andere Gebotsstrategie ausgewählt habe, habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, das hier zu aktivieren. Aber gerade am Anfang solltest du von den weitgehend passenden Keywörtern wirklich die Finger lassen. Warum? Das werde ich dir gleich nochmal im Detail erklären. Vorher schaue ich mir nochmal die weiteren Einstellungsmöglichkeiten an. Hier kannst du zum Beispiel die Anzeigenrotation anpassen, da musst du aber eigentlich keine Änderungen vornehmen. Du kannst das Start- und Enddatum auswählen, aber du hast auch die Möglichkeit, deine Google Ads-Kampagne jederzeit zu pausieren und auch wieder zu aktivieren. Über den Werbezeitplaner hast du die Möglichkeit festzulegen, dass deine Werbung zum Beispiel nur an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit ausgespielt werden soll. Wenn du bestimmte Öffnungszeiten hast und du auch nur möchtest, dass sich die Kunden in dieser Zeit bei dir melden, dann kannst du zum Beispiel montags bis freitags auswählen und dann kannst du hier noch eine Uhrzeit auswählen. Ansonsten würde ich dir auch empfehlen, den Werbezeitplaner am Anfang nicht zu benutzen. Du hast auch später die Möglichkeit, dir die Performance für bestimmte Tage und für bestimmte Uhrzeiten anzuschauen. Und wenn du da irgendwelche Trends siehst, dass an einem bestimmten Tag oder zu einer bestimmten Uhrzeit die Performance deutlich schlechter ist, dann hast du auch die Möglichkeit, das nachträglich noch anzupassen. Die URL-Optionen für die Kampagne ist auch ein bisschen fortgeschrittener. Wenn du zum Beispiel ein Third-Party-Tracking-Tool benutzt, dann kannst du hier eine Tracking-Vorlage hinzufügen. Das wird dann automatisch in deiner finalen URL hinzugefügt. Darunter gibt es auch ein Beispiel, wie sowas ungefähr aussieht. Zum Beispiel kannst du hier Parameter hinzufügen und mit Hilfe von solchen Parametern oder von so einer Tracking-Vorlage werden dann die ganzen Daten auch an das Tracking-Tool weitergegeben. Das ist aber auch schon etwas fortgeschrittener. Für den Anfang brauchst du das wahrscheinlich nicht. Ich wollte dir das nur einmal zeigen, damit du auch verstehst, was das genau ist. Ganz am Ende gibt es auch noch eine Liste, die du erstellen kannst für eine Markeneinschränkung. Damit kannst du deine Suchbegriffe so ein bisschen eingrenzen, aber ich würde dir auch davon abraten, das zu benutzen. Normalerweise benutzt man die Markeneinschränkung eigentlich nur für eine Performance-Max-Kampagne. Für eine Suchkampagne braucht man das eigentlich nicht. Am Ende wird auch angezeigt, dass die Keywörter auf weitgehend passend umgestellt werden, wenn du die Markeneinschränkung hinzufügst. Aber wie schon gesagt, würde ich dir davon abraten, die weitgehend passenden Keywörter zu benutzen.
Deswegen kannst du das auch wieder zuklappen und das Ganze dann mit weiter bestätigen. Als nächstes startet der interessante Teil. Hier hast du nämlich die Möglichkeit, deine Anzeigengruppe zu konfigurieren. Als erstes kannst du oben links deiner Anzeigengruppe einen Namen geben. Ich schreibe hier zum Beispiel rein Mietrecht. Darunter kannst du deine Keywörter hinzufügen und am Ende kannst du auch deine Anzeige erstellen. Wie du das möglichst effektiv machst, das zeige ich dir sofort. Vorher möchte ich dir aber erstmal zeigen, wie du Keywörter hinzufügst und wie die verschiedenen Keyword-Optionen funktionieren. Für die Keyword-Optionen gibt es auch einen guten Hilfeartikel, den findest du auch hier unten direkt verlinkt. Den kann ich schon mal in einem neuen Tab öffnen. Das werde ich dir sofort zeigen. Vorher gehe ich nochmal zurück in das Google Ads Konto. Da kommst du hin, indem du oben links auf das Google Ads Logo klickst und dann gehe ich zuerst unter die Tools auf die Planung und wähle den Keyword Planner aus. Ich möchte dir nämlich zeigen, wie du eine kurze Keyword-Recherche machen kannst, um zu wissen, welche Keywörter du für deine Google Ads-Kampagne überhaupt benutzen sollst. In dem Keyword Planner gibt es zwei verschiedene Funktionen. Du kannst entweder neue Keywörter entdecken oder wenn du schon ein bestehendes Keyword-Set hast, dann hast du auch die Möglichkeit, eine Prognose für diese Keywörter dir anzuschauen und so ein bisschen herauszufinden, wie viel Traffic du über diese Keywörter generieren kannst und wie hoch die Werbekosten ungefähr sind. Ich klicke erstmal auf neue Keywörter entdecken und dann hast du die Möglichkeit, entweder ein Keyword in der Suche einzugeben. Du kannst mit deiner Webseite beginnen und hier den Domainnamen reinkopieren. Google schaut dann, welche Keywörter sich auf dieser Domain oder auf der Webseite befinden und dann kriegst du dazu ein paar Keyword-Ideen angezeigt. Die Webseite kannst du auch unter der Suche hinzufügen, aber ich persönlich benutze eigentlich immer nur die Suchfunktion. Hier würde ich dir empfehlen, dass du erstmal nur dein wichtigstes Keyword reinschreibst oder deinen Produktnamen oder die Dienstleistung, die du bewerben möchtest. Und in meinem Fall wäre das zum Beispiel Anwalt, Mietrecht, das kannst du mit Enter bestätigen und dann kannst du theoretisch auch noch ein weiteres Keyword hinzufügen. Und je mehr Keywörter du hinzufügst, desto besser sind auch die Ergebnisse, die du danach bekommst. Das kannst du aber auch jederzeit anpassen. Du kannst Keywörter wieder löschen, indem du auf das X klickst. Und wenn du alle Keywörter hinzugefügt hast, dann klickst du als nächstes auf Ergebnisse anzeigen. Mir werden jetzt mit diesem einen Keyword 262 Keyword-Ideen angezeigt. Die werden alle untereinander aufgelistet. Rechts daneben kannst du dir auch das Suchvolumen pro Monat anschauen. Das Problem ist nur, dass in einem neuen Google Ads Konto diese Daten sehr ungenau sind. Das ändert sich aber, sobald deine erste Google Ads Kampagne live ist. Dann sind die Daten hier auch deutlich akkurater. Am Anfang ist das aber leider so, da kann man nichts machen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, den Standort oben nochmal anzupassen. Ich habe zum Beispiel meine Kampagne auf Hamburg ausgerichtet, aber wenn ich hier jetzt auch Hamburg auswähle, dann sind die durchschnittlichen Suchanfragen pro Monat sowieso sehr ungenau und ich kann mit diesen Zahlen oder mit diesen Daten nicht wirklich viel anfangen. Ansonsten findest du hier auch noch die Klickpreise für die Keywörter, einmal für den unteren Bereich und einmal für den oberen Bereich. Und damit kannst du ungefähr einschätzen, wie teuer die Klicks für die Keywörter sind, die du auswählst. Die ganzen Werte, die hier angezeigt werden, kannst du auch sortieren. Zum Beispiel kannst du auf die durchschnittlichen Suchanfragen pro Monat klicken. Dann werden die von groß nach klein sortiert. Auch wenn die Werte nicht ganz so genau sind, ist das trotzdem hilfreich, schon mal zu gucken, welche Keywörter das meiste Volumen haben. Und dann kannst du hier Keywörter auswählen, die du ganz gerne in deiner Kampagne benutzen möchtest. Die Einzahl und Mehrzahl bei den Keywörtern, die kannst du auch ignorieren. Google ist inzwischen wirklich ganz gut dabei, die Intention hinter den Keywörtern in einer Anzeigengruppe zu erkennen. Deswegen musst du nicht jedes Keyword in ganz vielen verschiedenen Variationen hinzufügen. Pro Anzeigengruppe kannst du ungefähr 5 bis 10 Keywörter benutzen und das ist für den Anfang dann schon ein ganz guter Start. Ich werde hier jetzt noch ein paar weitere Keywörter auswählen. Wie du sehen kannst, habe ich auch ein paar Keywörter übersprungen, weil die einfach sehr ähnlich sind zu dem ersten Keyword, das ich ausgewählt habe. Deswegen muss man die auch nicht doppelt und dreifach hinzufügen. Diese 3 Keywörter kann ich auch noch auswählen. Fachanwalt, Mietrecht, das passt auch noch ganz gut rein. Und jetzt habe ich insgesamt 7 Keywörter. Und das ist für den Anfang schon mal ein ganz guter Start. Diese Keywörter kannst du dann oben rechts über den Button Kopieren in der Zwischenablage speichern. Und was ich dann immer ganz gerne mache, ich sammle die Keywörter in einem leeren Google Sheet Dokument. Das kannst du erstellen, indem du auf sheets.google.com gehst. Dann klickst du oben links auf das Pluszeichen und dann öffnet sich ein leeres und neues Google Sheets Dokument. Hier kannst du die Keywörter reinkopieren, indem du STRG V drückst und dann hast du hier schon mal eine erste kleine Keywordliste.
Für den Anfang reicht das auch vollkommen aus. Aus der Keyword-Recherche kann man natürlich auch eine komplette Wissenschaft machen, wenn man das möchte. Aber wenn du am Anfang erstmal nur ein paar Keywörter auswählst, die dein Produkt oder deine Dienstleistung möglichst genau beschreiben, dann reicht das für den Anfang wirklich komplett aus. Und im Laufe des Videos werde ich dir auch noch ein paar verschiedene Wege zeigen, wie du langfristig deine Keyword-Liste etwas mehr erweitern kannst. Diese Keywörter kannst du dann in der Google Ads-Kampagne hinzufügen. Dafür muss ich erstmal wieder zurück in den Keyword Planner gehen, dann klicke ich wieder auf die Übersicht und dann findest du hier normalerweise die Möglichkeit, wieder zurück in den Entwurf zu springen, in dem du vorher gearbeitet hast. Du musst deine Kampagne dann nochmal kurz auswählen, dann öffnet sich wieder der Arbeitsbereich von Google Ads, in dem du die Kampagne konfigurieren kannst. Und auf der linken Seite kannst du dann die Keywords und Anzeigen auswählen. Hier kannst du die Keywörter aus dem Dokument einfach reinkopieren. Aber vorher ist es ganz wichtig, dass du die Keyword-Optionen in Google Ads verstehst. Den Hilfeartikel dafür habe ich schon geöffnet. Den Link dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und hier findest du auch ein paar gute Beispiele, wie die Keyword-Optionen in Google Ads funktionieren. Im Englischen sagt man zu der Keyword-Option Match-Type und insgesamt gibt es 3 verschiedene Keyword-Optionen bzw. Match-Types. Einmal Exact Match bzw. genau passend, dann gibt es auch noch Phrase Match bzw. die passende Wortgruppe und dann gibt es auch noch Broad Match und im Deutschen ist das weitgehend passend. In Google Ads musst du deine Keywörter hinzufügen und diese Keywörter, die sorgen dann dafür, dass deine Anzeige ausgespielt wird. Es gibt hier auch ein ganz gutes Beispiel für das Keyword Furniture Store. Wenn man dieses Keyword als genau passend einbucht, das kann man machen, indem man vorne und hinten die Klammer setzt, dann wird die Anzeige nur ausgespielt, wenn der Suchbegriff genau die gleiche Bedeutung hat. Zum Beispiel, wenn eine Person nach Furniture Store sucht oder nach Home Furnishing Shop. Wenn man das gleiche Keyword als passende Wortgruppe einbuchen möchte, dann muss man vorne und hinten die Anführungszeichen benutzen und die Anzeige wird ausgespielt, wenn in dem Suchbegriff die Bedeutung von dem Keyword enthalten ist. Wenn man das Keyword als weitgehend passend einbucht, dann wird die Anzeige auch bei ähnlichen Suchanfragen ausgespielt. Das ist ein Fehler, den viele Anfänger machen und deshalb ist es auch so wichtig, dass du dich mit den Keyword-Optionen so ein bisschen auseinandersetzt und auch verstehst, wie die Keyword-Optionen funktionieren. In einer neuen Google Ads-Kampagne macht es am meisten Sinn, erstmal mit genau passend oder mit der passenden Wortgruppe anzufangen. Weitgehend passend sollte man eigentlich nie benutzen, außer man hat einen Online-Shop und versucht, die Google Ads-Kampagne für mehr Umsatz zu optimieren, weil der Vorteil von den weitgehend passenden Keywörtern ist, dass Google die meisten Signale berücksichtigt. Das sieht man hier auch nochmal ganz gut, beziehungsweise es ist hier eigentlich ganz gut beschrieben, dass zum Beispiel bei dieser Keyword-Option auch die letzte Suchaktivität des Nutzers berücksichtigt wird. Es wird der Inhalt von der Landingpage berücksichtigt und Google schaut sich alle anderen Keywörter in der Anzeigengruppe an, um die Keyword-Bedeutung etwas besser zu verstehen. Deswegen kann man weitgehend passende Keywörter ganz gut benutzen, wenn das Conversion-Tracking richtig eingerichtet wurde, wenn man auch viele Conversion-Daten schon in dem Konto hat und wenn man versucht, die Google Ads-Kampagne für mehr Umsatz zu optimieren, weil man damit die Möglichkeit hat, für Suchbegriffe ausgespielt zu werden, wo die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch ist, dass der Nutzer konvertiert. Wenn du erstmal auf Nummer sicher gehen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass du die Keywörter als genau passend einbuchst. Dann musst du vorne und hinten die Klammern setzen. Und wenn du möchtest, dass deine Anzeigen auch für Suchbegriffe ausgespielt werden, die ähnlich zu deinen Keywörtern sind, dann benutzt du einfach die passende Wortgruppe. Die auszuschließenden Keywörter, die verhindern, dass deine Google Ads Anzeige ausgespielt wird. Da funktioniert die Keyword-Option allerdings ein bisschen anders. Die Informationen findest du auch in diesem Hilfeartikel. Das werde ich dir später auch nochmal zeigen, wie du die negativen bzw. die auszuschließenden Keywörter in deiner Kampagne hinzufügst. Ich möchte jetzt aber erstmal mit den normalen Keywörtern weitermachen. Deswegen gehe ich wieder zurück in das Google-Dokument und dann passe ich hier die Keywörter an, damit ich auch den richtigen Match-Type bzw. die richtige Keyword-Option benutze. Wenn du die Keywörter als genau passend hinzufügen möchtest, dann kannst du einfach eine Formel benutzen mit den Anführungszeichen, dann benutzt du das Und-Zeichen, wählst das Keyword aus, benutzt nochmal das Um-Zeichen und setzt die andere Klammer auch wieder in die Anführungszeichen und wenn du dann auf Enter drückst, dann wurden die Klammern automatisch hinzugefügt. Das kannst du dann runterziehen und dann wird das auch automatisch für die anderen Keywörter übernommen. Wenn du stattdessen die passende Wortgruppe benutzen möchtest, dann kannst du das auch nachträglich noch anpassen. Dafür musst du kurz die Keywörter kopieren und dann mit dem Rechtsklick nur die Werte einfügen.
damit die Formel verschwindet. Dann kannst du wieder alle Keywörter markieren, auf STRG H klicken und dann kannst du hier die Finden und Ersetzen Funktion benutzen. Damit wird die Klammer mit dem Anführungszeichen geändert und dann kannst du das Ganze bestätigen, die Keywörter markieren, auf STRG C drücken, zurück in die Suchkampagne gehen und dann die Keywörter hier eintragen. Auf der rechten Seite kannst du ungefähr sehen, wie diese Keywörter performen, beziehungsweise wie viele Klicks du mit welchem Budget erwarten kannst. Zu 100% würde ich mich aber auf diese Daten nicht verlassen, aber du kannst auf jeden Fall erkennen, wie teuer die Klickpreise ungefähr sind. Dann geht es weiter mit der Anzeige. Hier musst du deine finale URL hinterlegen, also die Seite, auf der ein Nutzer weitergeleitet wird, nachdem er auf deine Anzeige geklickt hat. Du kannst einen Pfad angeben, das ist einfach nur nochmal ein zusätzliches Keyword, das hinter den Domainnamen angezeigt wird. Insgesamt kannst du bis zu 15 Titel hinzufügen. Basierend auf den Keywörtern kriegst du hier auch schon ein paar Ideen angezeigt. Du kannst bis zu 4 Beschreibungen hinzufügen und dann gibt es auch noch ein paar Anzeigen, Erweiterungen, die ich dir gleich nochmal zeigen werde. Ich werde erstmal die ganzen Überschriften und die Beschreibungen hinzufügen und dann gebe ich dir auch noch ein paar Tipps, was du hierbei beachten solltest. Ich habe jetzt eine Anzeige erstellt. Die Anzeigeneffektivität, die wurde hier auch mit sehr gut bewertet. Das ist ein ganz gutes Zeichen, dass du die wichtigsten Sachen beachtet hast und wie du deine Anzeige möglichst effektiv gestaltest, das zeige ich dir jetzt. Es ist doch nicht wirklich kompliziert. Wichtig ist, dass du versuchst, die Keywörter aus deiner Anzeigengruppe auch in deiner Anzeige zu verwenden und dann solltest du auch darauf achten, dass du alle Anzeigentitel und alle Beschreibungen hinzufügst. Wenn du damit ein paar Probleme hast, dann kannst du zum Beispiel auch ChatGPT benutzen. Du kannst ChatGPT sagen, was deine Alleinstellungsmerkmale sind, was deine potenziellen Kunden für Probleme haben oder welche Probleme mit deinem Produkt gelöst werden können. Und dann kannst du damit innerhalb von wenigen Minuten die 15 Anzeigentitel und die 4 Beschreibungen erstellen. Ich habe hier die finale URL hinzugefügt. Das ist die Seite, auf die ein Nutzer weitergeleitet wird, nachdem er auf die Anzeige geklickt hat. Der Pfad ist einfach nur ein Keyword, das hinter dem Domainnamen angezeigt wird. Rechts siehst du auch eine Vorschau. Da kannst du zum Beispiel sehen, wie der Pfad in der Anzeige ausgespielt wird. Es ist auch egal, was du hier hinzufügst. Der Nutzer wird immer auf die URL weitergeleitet, die du als finale URL hinterlegt hast. Wie gesagt, bei den Anzeigentiteln ist es wichtig, dass du versuchst, deine Keywörter zu benutzen. Wenn du auf die weiteren Ideen klickst, dann siehst du hier auch deine Keywörter. Ich weiß, manchmal ist das auch gar nicht so einfach, beziehungsweise manchmal ist es auch unmöglich, jedes Keyword in dem Anzeigentitel zu erwähnen. Aber wenn das möglich ist, dann solltest du das auf jeden Fall auch machen. Bei den Anzeigentiteln gibt es ein paar Sachen, die du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Wie schon gesagt, ist es wichtig, dass du versuchst, deine Keywörter zu benutzen, aber das Keyword soll auch nicht in jedem Anzeigentitel vorkommen, weil die Anzeigentitel, die rotieren immer. Der Google-Algorithmus versucht, die beste Kombination zu finden und deswegen ist es wichtig, dass du versuchst, ein paar Anzeigentitel zu erstellen, die dein Keyword beinhalten, ein paar weitere Anzeigentitel, die zum Beispiel irgendwelche Alleinstellungsmerkmale hervorheben und du solltest auch ein paar Anzeigentitel verwenden, die einfach nur einen Call to Action haben, also eine Handlungsaufforderung. Zum Beispiel habe ich das Keyword Anwalt für Mietrecht in den ersten 3 Überschriften verwendet, beziehungsweise ich habe leichte Variationen verwendet, zum Beispiel Mietrecht, Anwalt in der Nähe, Top-Anwälte für Mietrecht und dann habe ich auch noch meinen Unternehmensnamen hinzugefügt, MC Anwaltskanzlei Hamburg. Das kannst du natürlich auch machen. In der Regel versuche ich immer 3 bis maximal 5 Anzeigentitel für die Keywörter zu verwenden. Und anschließend geht es weiter, dass ich versuche, die Alleinstellungsmerkmale so ein bisschen hervorzuheben. In diesem Beispiel habe ich persönliche Betreuung hier reingeschrieben, erfolgsbasierte Honorierung für Vermieter und Mieter. Du kannst auch einen sogenannten Social Proof hinzufügen, falls du so etwas hast, zum Beispiel über 200 zufriedene Kunden. Erfahrung seit 25 Jahren. Dann habe ich auch noch ein paar Überschriften, die ja so eine gewisse Dringlichkeit verursachen. Zum Beispiel schnelle Hilfe im Mietrecht, Zeit und Kosten sparen ohne Wartezeit. Und ganz am Ende habe ich auch noch 3 Überschriften mit einer Handlungsaufforderung bzw. mit einem Call to Action, kostenlose Beratung, unverbindliche Anfrage stellen, jetzt Anwalt kontaktieren. In der Vorschau kannst du dich auch ein bisschen durchklicken und dir andere Anzeigenkombinationen anschauen. Das ist die Ansicht für das Smartphone. Du hast auch die Möglichkeit, den Computer bzw. die Desktop
Version auszuwählen und meistens werden 2 Überschriften angezeigt. Es kann aber auch passieren, dass 3 Überschriften angezeigt werden, je nachdem, wie viel Werbeplatz gerade verfügbar ist. Theoretisch hast du auch die Möglichkeit, deine Überschriften anzupinnen. Das kannst du machen, indem du mit der Maus ans Ende von der Überschrift gehst. Dann findest du hier eine Stecknadel und wenn du da draufklickst, hast du die Möglichkeit, die erste Position, die zweite Position oder die dritte Position auszuwählen. Wenn möglich, würde ich dir empfehlen, das nicht zu machen. Ich weiß, in manchen Fällen ist es nicht möglich, da muss man das auf jeden Fall anpinnen. Aber wenn du das nicht unbedingt machen musst, dann würde ich das auch nicht machen, weil der Algorithmus dann einfach mehr Daten verarbeiten kann und in der Regel sind dann auch die Ergebnisse deutlich besser. In den Überschriften hast du auch die Möglichkeit, nochmal dein Keyword zu erwähnen. Hier habe ich einfach versucht, die Dienstleistung zu beschreiben. Ich habe hier auch nochmal ein paar Handlungsaufforderungen hinzugefügt, zum Beispiel jetzt anrufen und jetzt kontaktieren und von den Beschreibungen wird maximal eine oder zwei in der Anzeige ausgespielt. Am Ende kannst du auch noch sogenannte Anzeigenerweiterungen hinzufügen. Das sind zusätzliche Informationen über dein Unternehmen. Dadurch wird deine Anzeige noch größer ausgespielt. Das würde ich dir auch empfehlen zu benutzen. Wie das genau funktioniert, das werde ich dir gleich nochmal zeigen. Wie gesagt, du kannst alles nachträglich anpassen. Ich speichere das Ganze jetzt erstmal ab, indem ich auf Weiter klicke und am Ende musst du dann nur noch das Budget festlegen. Basierend auf den Keywörtern und auf den Suchvolumen kriegst du hier ein paar Vorschläge angezeigt. Du hast aber auch die Möglichkeit, dein eigenes Budget festzulegen. Google benutzt dafür immer ein Tagesbudget. Zum Beispiel kann ich hier 10 Euro eintragen. Auch wenn du hier 10 Euro einstellst, kann es passieren, dass an einem Tag deine Ausgaben bei 20 Euro sind, an einem anderen Tag sind die dann nur bei 5 Euro. Das variiert immer so ein bisschen, aber auf den Monat heruntergerechnet sind deine Gesamtkosten immer nur das Tagesbudget mal 30,4. Deswegen musst du dich nicht wundern, wenn deine Werbeausgaben an einem Tag deutlich höher sind als das Tagesbudget, das du eingestellt hast. Natürlich kannst du das auch nachträglich nochmal anpassen. Am Anfang kannst du auch erstmal mit einem niedrigen Budget anfangen und das dann später nochmal erhöhen. Ich bestätige das erstmal mit Weiter und ganz am Ende gibt es dann noch eine kurze Überprüfung. Da kannst du nochmal die ganzen Einstellungen überprüfen. Aber wie gesagt, du kannst auch alles später nochmal anpassen. Schau nochmal, dass du als Kampagnentyp auch wirklich nur das Suchnetzwerk ausgewählt hast und nicht das Displaynetzwerk. Den Standort und die Sprache kannst du auch nochmal überprüfen. Dann veröffentliche ich die Kampagne und dann werde ich wieder automatisch in die Benutzeroberfläche von Google Ads weitergeleitet. Die Kampagnenüberprüfung, die dauert normalerweise nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden für eine Suchkampagne. Die Kampagne findest du dann immer auf der linken Seite, indem du zuerst die Kampagnen auswählst, dann rechts daneben nochmal auf die Kampagnen klickst oder du kannst oben links in der Ecke auch die Filter benutzen und dann die Kampagne auswählen, die du gerade erstellt hast oder du hast auch die Möglichkeit, eine bestimmte Anzeigengruppe auszuwählen. Diese Kampagne werde ich jetzt erstmal pausieren, weil ich noch vorher ein paar weitere Sachen einstellen möchte. Zum Beispiel fehlen noch die Anzeigenerweiterungen und ganz wichtig, das Conversion Tracking, das solltest du vorher auch noch einrichten. Die Kampagne kannst du direkt in dieser Ansicht pausieren. Entweder kannst du oben links auf Aktivieren klicken, dann Pausieren auswählen. Oder du klickst neben den Kampagnennamen auf das grüne Lämpchen, dann hast du auch die Möglichkeit, die Kampagne zu pausieren. In dieser Ansicht hast du auch die Möglichkeit, die Kampagne zu entfernen. Aber wenn du das machst, hast du später nicht mehr die Möglichkeit, die Kampagne wieder zu aktivieren. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, eine Kampagne nur zu pausieren, aber nicht zu entfernen, für den Fall, dass du die später nochmal live schalten möchtest. In diesem Bereich kannst du auch eine neue Google Ads-Kampagne erstellen, indem du wieder auf das Pluszeichen klickst und eine neue Kampagne auswählst. Oder du hast auch die Möglichkeit, eine bestehende Kampagne zu kopieren, indem du den Haken setzt, dann auf Bearbeiten klickst, Kopieren auswählst, dann den Haken wieder entfernst und auf der rechten Seite unter Mehr auf Einfügen klickst. Damit werden die ganzen Kampagneneinstellungen automatisch kopiert und in der Anzeigengruppe müsstest du dann natürlich noch Änderungen vornehmen. Zum Beispiel könnte man über diesen Weg noch eine Brand-Kampagne erstellen, damit deine Anzeigen auch ganz oben ausgespielt werden, wenn eine Person nach deiner Marke sucht. Oder was man auch machen kann, man kann auch eine Competitor-Kampagne erstellen und in einer Competitor-Kampagne kann man zum Beispiel die ganzen Brand-Keywörter von der Konkurrenz hinzufügen. Gerade im B2B-Bereich oder im Software-Bereich funktioniert das ganz gut und man kann darüber zusätzlichen Traffic generieren. Genau das gleiche kannst du auch für Anzeigengruppen machen. Auf der linken Seite kannst du zum Beispiel unter den Kampagnen auf die Anzeigengruppen klicken. Dann findest du hier die Anzeigengruppe, die du erstellt hast
Und wenn du die auswählst, dann auf Bearbeiten klickst, Kopieren auswählst und danach unter Mehr auf Einfügen klickst, dann wird diese Anzeigengruppe dupliziert. Die Kampagne musst du noch einmal kurz bestätigen, anschließend klickst du auf Einfügen und dann dauert es ein paar Minuten, bis die Anzeigengruppe auch dupliziert wird. Und alles, was sich in der Anzeigengruppe befindet, wird auch dupliziert. Also die ganzen Anzeigen und die Keywörter. Mir wird die neue Anzeigengruppe hier angezeigt. Wenn du auf den Stift klickst, dann hast du auch die Möglichkeit, den Namen von der Anzeigengruppe zu ändern. Zum Beispiel kann ich hier Familienrecht reinschreiben, das mit Speichern bestätigen. Und auch wenn die Anzeigengruppen gerade aktiv sind, wird die Werbung trotzdem nicht ausgespielt, weil die Kampagne darüber pausiert ist. Deswegen reicht es, wenn du immer nur die Kampagnen pausierst und aktivierst, aber du musst nicht genau das gleiche für die Anzeigengruppen oder für die Anzeigen machen. Die neue Anzeigengruppe kannst du in dem oberen Bereich auswählen oder du klickst einfach auf den Namen von der Anzeigengruppe und dann öffnen sich die Keywörter, die du auf der linken Seite auch auswählen kannst. Und hier musst du natürlich die ganzen Keywörter nachträglich auch noch anpassen. Zum Beispiel kann ich alle Keywörter markieren, dann auf Bearbeiten klicken, den Keyword-Text ändern auswählen und in der Textsuche kann ich Mietrecht eingeben, ersetzen durch Familienrecht, das Ganze übernehmen und dann wurden die Keywörter hier angepasst. Das muss ich natürlich auch nochmal überprüfen, dass das auch überall stimmt, aber das sieht gut aus und das kann ich auf jeden Fall so lassen. Und genau das Gleiche musst du danach auch noch für die Anzeige machen. Die findest du auch auf der linken Seite unter den Anzeigen. Die kannst du nachträglich bearbeiten, indem du mit der Maus auf den Stift rechts neben der Anzeige klickst. Hier kann ich zum Beispiel die URL anpassen, den Pfad kann ich auch anpassen. Genau das Gleiche kann ich für die Anzeigentitel machen. Und wenn du damit fertig bist, dann speicherst du das einfach ab. Diese Anzeige ist natürlich nicht zu 100% korrekt. Ich wollte dir nur einmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Unter den Asset-Details kannst du dir später auch die Performance bzw. die Bewertung anschauen. Aktuell wird hier natürlich noch nichts angezeigt, weil das alles noch überprüft werden muss und ich noch keine Impressionen bekommen habe. Aber sobald deine Anzeige 5000 Impressionen gesammelt hat, dann kannst du auch die Performance von den einzelnen Titeln und von den Beschreibungen dir anschauen. Und dann kannst du sehen, welche Titel gut performen, welche schlecht performen. Und die schlechten Titel, die kannst du dann austauschen und darüber langfristig deine Google Ads-Anzeige optimieren. Dann möchte ich dir als nächstes zeigen, wie du die Anzeigenerweiterungen hinzufügst. Und das kannst du machen, indem du auf der linken Seite die Assets auswählst. Wie schon gesagt, kannst du mithilfe der Anzeigenerweiterungen zusätzliche Informationen über dein Unternehmen in der Google Ads-Anzeige präsentieren. Das Ganze ist auch kostenlos. Deine Klicks werden dadurch nicht teurer, ganz im Gegenteil. Die Klicks, die werden normalerweise dadurch auch günstiger, weil die Qualität von deiner Anzeige sich verbessert. Und je qualitativ hochwertiger deine Anzeigen sind, desto weniger musst du auch für den Klick bezahlen. Das ist einfach nur eine Belohnung von Google, weil Google natürlich auch möchte, dass die Nutzer eine gute Erfahrung haben, wenn sie Google benutzen und deswegen bevorzugt Google Anzeigen auszuspielen, die auch qualitativ hochwertig sind. Es gibt viele verschiedene Anzeigenerweiterungen, die du verwenden kannst. Über das Pluszeichen kannst du neue Anzeigenerweiterungen hinzufügen. Ich würde dir empfehlen, dass du hier einfach mal durchschaust und guckst, welche für dich in Frage kommen. Den kannst du auf jeden Fall hinzufügen. Dafür musst du aber erstmal deine Identität kurz bestätigen. Du kannst ein Firmenlogo hochladen, dafür musst du aber auch erstmal die Identität bestätigen. Dann gibt es auch noch die Sitelinks. Das ist einer der wichtigsten Anzeigenerweiterungen, weil du damit die Möglichkeit hast, die Nutzer auch noch auf andere relevante Unterseiten zu schicken. Die Anzeigenerweiterungen kannst du entweder auf Kontoebene hinzufügen, dann werden die Anzeigenerweiterungen automatisch in jeder Kampagne angewendet, die sich in deinem Konto befindet. Du kannst die Anzeigenerweiterung auch auf Kampagnenebene machen. Dann wird die Anzeigenerweiterung automatisch in allen Anzeigengruppen angezeigt, die sich in der Kampagne befinden. Oder du kannst die Erweiterung auf Anzeigengruppe erstellen. In meinem Fall sind die Sitelinks relativ allgemein, deswegen wähle ich das Konto aus. Den ersten Sitelink möchte ich zum Beispiel für die Über uns Seite erstellen. Insgesamt kannst du 25 Zeichen für die Überschrift verwenden
Und dann hast du auch noch die Möglichkeit, eine Beschreibung mit insgesamt 70 Zeichen zu verwenden, was sich auf 2 verschiedene Textzeilen verteilt. Insgesamt habe ich 4 verschiedene Sitelinks hinzugefügt. Ich würde dir auch empfehlen, mindestens 3 zu erstellen. 4 ist aber auch noch besser. Leider kannst du nicht beeinflussen, wann die Sitelinks ausgespielt werden. Das ist immer davon abhängig, wie viel Werbeplatz gerade verfügbar ist. Aber die Sitelinks kannst du immer ganz gut dafür benutzen, um vielleicht auf andere Produkte oder ähnliche Dienstleistungen den Kunden aufmerksam zu machen. Du kannst dein Kontaktformular verlinken, das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Und ich habe auch noch die Bewertungen hinzugefügt, beziehungsweise eine Unterseite, wo zum Beispiel Case Studies oder irgendwelche Testimonials sind. Wenn du bei den Textzeilen Unterstützung brauchst, dann kannst du zum Beispiel auch wieder ChatGPT benutzen. Das habe ich in diesem Beispiel auch gemacht. Und ich finde, die Beschreibungen, die sind wirklich nicht schlecht geworden. Auf der rechten Seite kannst du dir den Vorschau-Modus nochmal angucken. Zum Beispiel kann ich hier nach rechts klicken, dann wird mir die Desktop-Ansicht angezeigt und dann werden hier zum Beispiel auch die Sitelinks mit dem Titel und mit der Beschreibung angezeigt. Das ist auch Zufall, ob die Beschreibung mit ausgespielt wird oder nicht mit ausgespielt wird. Manchmal werden auch nur 2 Sitelinks angezeigt, manchmal 3 und manchmal 4. Aber wenn du 4 Sitelinks hinzufügst, dann bist du da auf jeden Fall für den Anfang schon mal richtig gut aufgestellt. Das musst du am Ende auch noch speichern. Unter den erweiterten Optionen hast du theoretisch auch die Möglichkeit, ein bestimmtes Datum oder einen Zeitraum festzulegen, wann deine Sitelinks ausgespielt werden sollen. Wenn das für dich relevant ist, dann kannst du das natürlich machen. Ich speichere das jetzt aber erstmal ab und dann zeige ich dir noch ein paar weitere Anzeigenerweiterungen. Die kannst du erstellen, indem du wieder auf das Pluszeichen klickst. Und dann gibt es unter den Sitelinks auch noch die Zusatzinformationen. Das sind einfach nur kurze Textabschnitte mit maximal 25 Zeichen, die unter deiner Beschreibung ausgespielt werden. Das kannst du rechts in der Vorschau auch sehen, wo die genau ausgespielt werden. Und die Zusatzinformationen, die eignen sich immer ganz gut, um Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben oder irgendwelche Benefits, die dich zum Beispiel von der Konkurrenz abheben. Ich habe hier zum Beispiel hinzugefügt, Erfahrung seit 25 Jahren, über 200 zufriedene Kunden, ohne Wartezeit, schnelle Hilfe und kostenlose Erstberatung. Die Zusatzinformationen kannst du auch wieder auf verschiedenen Ebenen hinzufügen. Ich wähle hier wieder die Kontoebene aus und speichere das Ganze ab. Dann klicke ich nochmal auf das Pluszeichen und wähle diesmal die Snippet-Erweiterung aus. Hier hast du die Möglichkeit, einen bestimmten Themenbereich festzulegen. Zum Beispiel kann ich Dienstleistungen auswählen und dann kann ich hier Mietrecht, Familienrecht und Verkehrsrecht eintragen. Und wenn du möchtest, kannst du auch noch weitere Werte hinzufügen. Diese Snippet-Erweiterung würde ich dann auch wieder auf der Kontoebene benutzen, weil das relativ allgemein ist. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze etwas granularer zu machen. Zum Beispiel kann ich eine Snippet-Erweiterung für eine Anzeigengruppe erstellen, zum Beispiel für das Mietrecht. Und dann kann ich hier zum Beispiel verschiedene Typen auswählen. Und dann kann ich zum Beispiel als Wert reinschreiben, dass die Mietrechtberatung für die Kaution gilt, für Wohnungsmängel, für eine Kündigung, für die Nebenkostenabrechnung und so weiter. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Unterkategorien. Natürlich kannst du auch beides machen. Du kannst eine Snippet-Erweiterung auf Kontoebene hinzufügen. Und wenn du vielleicht noch irgendwelche präzisen Daten hast oder Werte hast, dann kannst du auch nochmal eine zweite Snippet-Erweiterung erstellen und die dann auf Anzeigengruppenebene hinzufügen. Das ist dann auch wieder Zufall, welche Snippet-Erweiterung Google ausspielt, aber in der Regel ist es immer besser, mehr Anzeigenerweiterungen in dem Konto aktiv zu haben, als gar keine Anzeigenerweiterungen. Dann klicke ich nochmal auf das Pluszeichen. Die Anruferweiterung macht gerade für lokale Unternehmen natürlich auch Sinn. Hier musst du einfach nur Deutschland auswählen, dann kannst du hier deine Telefonnummer eintragen und die ganzen Anrufe, die werden dann auch als Conversion getrackt. Am Anfang musst du hier eigentlich auch nichts einstellen. Du kannst ganz normal die Kontoeinstellungen benutzen. Die Conversions, die werden auch automatisch getrackt. Google benutzt dafür eine Weiterleitungsnummer. Die Daten sind natürlich nicht zu 100% akkurat. Wenn du das Anruf-Tracking professioneller machen möchtest, dann gibt es dafür auch extra Anbieter, zum Beispiel ResponseTab, Infinity oder AdCalls. Das sind im europäischen oder deutschen Raum die größten Anbieter, aber das musst du dann alles extra nochmal einrichten. Deswegen sind die Anrufe über die Anzeigen eine ganz gute Alternative, um das möglichst schnell und unkompliziert zu nutzen. Unter den erweiterten Optionen kannst du auch wieder
einen Zeitplan festlegen. Wenn du zum Beispiel nur von 8 Uhr bis 17 Uhr erreichbar bist, dann solltest du das auch hier hinzufügen. Und dann wird diese Anzeigenerweiterung, also die Telefonnummer, auch nur in diesem Zeitraum ausgespielt. Ich kann hier einfach mal die Beispielnummer kopieren. Auf der rechten Seite siehst du dann, wie das ungefähr aussieht. Das wird unter der Anzeige ausgespielt und auf dem Mobilgerät hat ein Nutzer die Möglichkeit, direkt auf die Telefonnummer zu klicken und dann wird direkt die Verbindung hergestellt. Dann gibt es noch ein paar weitere Anzeigenerweiterungen, zum Beispiel ein Lead-Formular. Wenn du versuchst, über deine Google Ads-Kampagne Kontaktanfragen zu generieren, dann kannst du das natürlich auch nutzen. Aber ich habe persönlich damit noch keine guten Erfahrungen gemacht. Ab und zu füllt das mal eine Person aus, aber die meisten Leute, die überspringen das und klicken direkt auf die Anzeige und füllen auf der Landingpage das Kontaktformular aus. Wenn du ein lokales Unternehmen hast, dann ist die Standorterweiterung auch noch interessant. Damit hast du die Möglichkeit, dein Google My Business Konto mit deiner Google Ads Kampagne zu verknüpfen. Die Adresse wird dann unter deiner Google Ads Anzeige ausgespielt. Wenn ein Nutzer auf die Adresse draufklickt, dann wird die Person automatisch an Google Maps weitergeleitet und kriegt eine Route angezeigt, wie er am schnellsten zu deinem Geschäft kommt. Die Preiserweiterung kannst du benutzen, wenn du Produkte anbietest, die du über deine Webseite verkaufen möchtest. Hier musst du insgesamt 3 verschiedene Produkte angeben. Das kannst du auch wieder auf verschiedenen Ebenen machen. Für das Produkt musst du natürlich einen Titel festlegen. Du kannst den Preis hier festlegen, eine kurze Beschreibung hinzufügen und dann auch eine Unterseite angeben, auf der eine Person dieses Produkt kaufen kann. Diesen Schritt musst du dann noch mindestens 2-mal wiederholen für 2 weitere Produkte, damit du insgesamt 3 Produkte hast. Du kannst natürlich auch weitere Produkte hinzufügen, aber 3 Produkte ist das absolute Minimum, damit diese Anzeigenerweiterung auch ausgespielt wird. Auf der rechten Seite siehst du auch wieder eine Vorschau, wie diese Anzeigenerweiterung aussieht. Das wird auch wieder unter der Anzeige ausgespielt und wenn ein Nutzer da draufklickt, dann wird er direkt auf die Landingpage weitergeleitet, die du hier als finale URL bei dem Produkt hinterlegt hast. Für mich ist das in diesem Beispiel nicht relevant, deswegen klicke ich auf Abbrechen. Gehe dann nochmal auf das Pluszeichen und dann gibt es noch die App-Erweiterung und eine Angebotserweiterung. Die App-Erweiterung kannst du benutzen, wenn du auch eine App hast, die in dem Google Play Store angeboten wird. Und wenn du irgendeine Rabattaktion anbietest oder einen Gutscheincode hast, dann kannst du das unter den Angeboten hinzufügen. Es gibt verschiedene Anlässe, die du auswählen kannst. Diese Liste wird auch immer wieder erweitert. Als Typ kannst du entweder einen Rabatt angeben, also einen Geldbetrag, einen Prozentwert, einen Rabatt bis zu einem bestimmten Betrag oder einen allgemeinen Prozentsatz für die komplette Webseite. Rechts daneben kannst du dann den Betrag oder den Prozentsatz angeben, den Artikel kannst du beschreiben und dann kannst du auch eine finale URL hinterlegen, wo die Produkte oder die Aktion angeboten wird. Am Ende kannst du auch noch ein paar Details angeben, zum Beispiel ob eine Bestellung einen bestimmten Mindestwert haben muss oder ob eine Person einen bestimmten Gutscheincode verwenden sollte. Für diese Aktion kannst du auch wieder ein Start- und Enddatum auswählen. Das macht natürlich Sinn für die meisten Aktionen. Das vereinfacht auch deine Arbeit, weil du dann nicht manuell die Anzeigenerweiterung aktivieren und wieder pausieren musst. Und das waren alle wichtigen Anzeigenerweiterungen. Wie gesagt, du solltest hier wirklich versuchen, möglichst viele Zusatzinformationen hinzuzufügen, weil das deine Anzeige noch größer erscheinen lässt. Die Leute klicken häufiger auf deine Anzeige drauf und dadurch steigert sich auch die Qualität von deinen Anzeigen und du musst weniger für die Klicks bezahlen. Die Performance von den Anzeigenerweiterungen kannst du dir auch hier anschauen. Es gibt hier ein paar verschiedene Metriken, die du auch anpassen kannst, indem du auf die Spalten klickst. Dann kannst du hier verschiedene KPIs auswählen, die du ganz gerne sehen möchtest, zum Beispiel auch die Conversions. Und was hier auch interessant ist, das sind die Segmente. Wenn du hier diese Erweiterung im Vergleich zu anderen auswählst, dann kannst du genau die Performance sehen von dieser Erweiterung und darüber dann die Effektivität von dieser Anzeigenerweiterung genau auswerten. Als nächstes möchte ich dir noch zeigen, wie du negative Keywörter hinzufügen kannst. Dafür wählst du auf der linken Seite die Keywörter aus, dann klickst du auf die Keywords für Suchanzeigen und auf der rechten Seite findest du die auszuschließenden Keywörter. Ich befinde mich aktuell in der Familienrecht-Anzeigengruppe und wenn ich hier auf das Pluszeichen klicke, kann ich negative Keywörter für diese Anzeigengruppe hinzufügen. Natürlich kannst du das auch auf anderen Ebenen machen, zum Beispiel kannst du auch negative Keywörter auf der Kampagnenebene hinzufügen.
Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Liste für negative Keywörter zu erstellen. Das findest du, indem du auf der linken Seite die Tools auswählst. Dann klickst du auf die gemeinsam genutzte Bibliothek und wählst die Ausschlusslisten aus. Über das Pluszeichen kannst du eine neue Liste erstellen. Es gibt rechts daneben auch noch die Placement-Ausschlusslisten. Die brauchst du aber nur, wenn du YouTube-Werbung oder Display-Werbung schaltest. Normalerweise erstelle ich immer mindestens 3 verschiedene Ausschlusslisten. Eine Ausschlussliste erstelle ich immer für die Brand-Keywörter. In fast jedem Google Ads-Konto schalte ich immer eine Brand-Kampagne und die Brand-Keywörter, die füge ich dann als negative Liste in den ganzen anderen Kampagnen hinzu, damit ich einfach besser steuern kann, dass die ganzen Suchanfragen, die den Brandnamen erhalten, auch über die Brandkampagne laufen. Vorhin hatte ich schon kurz erwähnt, dass sich die negativen Keywörter anders verhalten als die normalen Keywörter. Es gibt 3 verschiedene Keyword-Optionen, einmal weitgehend passend, einmal die passende Wortgruppe und einmal genau passend. Die auszuschließenden Keywörter kannst du auch mit allen 3 Keyword-Optionen hinzufügen. Ich benutze aber in fast allen Fällen immer nur die weitgehend passende Keyword-Option bei den auszuschließenden Keywörtern. Wenn du zum Beispiel ein auszuschließendes Keyword als genau passend einbuchst, dann muss die Suchanfrage auch zu 100% genau mit dem auszuschließenden Keyword übereinstimmen, damit die Anzeige nicht ausgespielt wird. Genauso verhält sich das bei der passenden Wortgruppe. Wenn du ein auszuschließendes Keyword mit der passenden Wortgruppe einbuchst, dann muss in der Suchanfrage auch das Keyword bzw. das weitgehend passende Keyword in genau der gleichen Reihenfolge in der Suchanfrage vorkommen. Deswegen benutze ich weitgehend passende Keywörter. Ein Vorteil ist, dass du dafür keine Symbole vor den Keywörtern benutzen musst, sondern du kannst die hier einfach eintragen. Zum Beispiel kann ich hier mein Brand-Keyword eintragen. Und eine weitere Sache, die du unbedingt beachten solltest, ist, dass die auszuschließenden Keywörter nicht zwischen Einzahl und Mehrzahl unterscheiden. Deswegen musst du deine Keywörter in allen möglichen Variationen hier eintragen. Zum Beispiel kann ich das kopieren und nochmal das Leerzeichen rausnehmen, damit die Keywordliste auch möglichst effektiv ist. Die Liste kannst du nachträglich auch jederzeit bearbeiten. Deswegen speichere ich das erstmal ab. Und dann erstelle ich in den meisten Fällen auch noch eine Competitor-Keyword-Liste. Hier trage ich einfach die Brandnamen von allen Konkurrenten ein, weil ich in den meisten Fällen auch immer eine Competitor-Kampagne schalte, mit dem Ziel, dass die ganzen Competitor-Suchanfragen auch über diese Kampagne laufen. Deswegen kann ich dann so eine negative Keyword-Liste bei den ganzen anderen Kampagnen hinzufügen, damit der ganze Traffic auch über die Competitor-Kampagne kommt. Diese Liste musst du natürlich auch noch benennen. Dann musst du hier noch deine Keywörter eintragen. Ich schreibe hier einfach Competitor 1 rein, damit ich die auch abspeichern kann, weil wenn ich hier keine Keywörter drin habe, dann kann ich die nicht abspeichern. Und dann erstelle ich noch eine dritte Keywordliste für irgendwelche Begriffe, die man einfach mit dem Produkt assoziieren kann, aber die eigentlich eine komplett andere Bedeutung haben. Diese Liste nenne ich Dienstleistungen und dann kannst du hier zum Beispiel kostenlos, gratis und irgendwelche anderen Keywörter eintragen, bei denen du nicht möchtest, dass deine Werbung ausgespielt wird. Gerade bei Online-Shops ist das hilfreich. Da kann man zum Beispiel Keywörter wie gebraucht oder Rezension oder Erfahrung hinzufügen, damit man für die ganzen Suchanfragen nicht ausgespielt wird, indem der Kunde noch in der Findungsphase ist. Wenn du viele verschiedene Produkte oder Dienstleistungen anbietest, dann kannst du natürlich auch negative Keywordlisten für die einzelnen Produkte machen. Ich kann zum Beispiel auch eine für das Mietrecht erstellen und dann kann ich hier zum Beispiel Kaution reinschreiben oder Nebenkostenabrechnung, weil das auch Sachen sind, die etwas mit dem Mietrecht zu tun haben, aber vielleicht sind das auch Leistungen, die ich gar nicht anbiete. Und dadurch kannst du so ein bisschen besser steuern, dass deine Werbung auch wirklich nur für möglichst relevante Suchanfragen ausgespielt wird. Diese Liste kannst du natürlich auch noch nachträglich erweitern. Da gibt es auch einen ganz guten Weg, wie du das machen kannst. Das werde ich dir auch später nochmal zeigen. Ich speichere das jetzt erstmal ab und als nächstes musst du diese Listen auch noch in der Kampagne hinzufügen. Entweder kannst du das in diesem Bereich machen, zum Beispiel kann ich die Mietrecht-Kampagne auswählen, dann klickst du auf Für Kampagne übernehmen und dann musst du deine Kampagne auswählen und das Ganze nochmal über den Button unten rechts bestätigen. Alternativ kannst du auch deine Kampagne auswählen, dafür klickst du auf der linken Seite auf die ganzen Kampagnen, rechts daneben wählst du dann nochmal die Kampagnen aus, klickst auf deine Kampagne und unter den Zielgruppen, Keywords und Inhalten findest du die Keywords für die Suchanzeigen und rechts neben deinen Keywörtern findest du einen weiteren Reiter für die auszuschließenden Keywörter. Hier findest du auch die Liste, die ich gerade hinzugefügt habe und wenn du hier auf das Pluszeichen klickst, hast du die Möglichkeit, eine Liste auszuwählen und dann musst du das Ganze
auch noch kurz bestätigen und dann hast du die Liste erfolgreich hinzugefügt. Langfristig kannst du unter den Statistiken und Berichten über die Suchbegriffe dir anschauen, bei welchen Suchanfragen deine Anzeige ausgespielt wurde. Und wenn du hier noch einen Begriff findest, dann kannst du den einfach auswählen und nachträglich zu deiner negativen Keywordliste hinzufügen. Oder wenn der Begriff vielleicht relevant ist, dann kannst du den Begriff natürlich auch in deiner Keywordliste nachträglich noch aufnehmen. Über den Suchbegriffen gibt es noch die Auktionsdaten. Das ist auch ein interessanter Bereich, weil du hier sehen kannst, welche anderen Domains mit deinen Anzeigen ausgespielt werden. Darüber kannst du erkennen, welche anderen Unternehmen auf die gleichen Keywörter bieten und welche Konkurrenten du hast. Und mit Hilfe von den ganzen KPIs, die es hier gibt, kannst du auch sehen, wie deine Anzeigen performen im Vergleich zu den Anzeigen von der Konkurrenz. Das sind auch erstmal die wichtigsten Bereiche, die ich dir zeigen wollte. Wie gesagt, du musst immer auf der linken Seite deine Kampagne auswählen. Rechts daneben kannst du dann die Einstellungsmöglichkeiten von dieser Kampagne anpassen, beziehungsweise du kannst dir bestimmte Bereiche in deiner Kampagne anschauen. Du kannst zum Beispiel auf die Standorte klicken, dann kannst du sehen, wo deine Werbung ausgespielt wird. Du kannst dir die Performance für deine Keywörter anschauen, wenn du die Keywörter auswählst. Du kannst nachträglich auch noch Zielgruppen in deiner Kampagne hinzufügen. In diesem Bereich kannst du auch die demografischen Merkmale nachträglich nochmal anpassen. Zum Beispiel kannst du eine bestimmte Altersgruppe ausschließen. Unter den Assets findest du die Anzeigenerweiterungen. Darüber kannst du dir die Performance von deinen Google Ads Anzeigen anschauen oder auch die Performance von den Anzeigengruppen. Und du musst dich da einfach mal ein bisschen durchklicken und dann findest du dich hier auch relativ schnell zurecht. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du die Conversions erstellst. Das ist tatsächlich auch einer der wichtigsten Bereiche in Google Ads. Bei dem Conversion Tracking passieren normalerweise die meisten Fehler, was natürlich ärgerlich ist, weil dann die ganzen Daten in Google Ads nicht stimmen. Man kann die Kampagnen nicht für mehr Conversions optimieren und dann lohnt sich auch die ganze Google Ads Werbung eigentlich gar nicht. Deswegen möchte ich dir zeigen, wie du das Conversion Tracking DSGVO-konform einrichtest. Und ich zeige dir auch, wie du verschiedene Conversions tracken kannst. Ich zeige dir, wie du ein paar Soft Conversions tracken kannst, also einfach nur, wenn ein Nutzer etwas länger mit deiner Seite interagiert. Und ich zeige dir auch, wie du Produktverkäufe tracken kannst und wenn ein Nutzer ein Kontaktformular ausgefüllt hat. Das Conversion Tracking ist ein bisschen kompliziert einzurichten, aber nicht, weil es wirklich schwer ist oder weil es technisch anspruchsvoll ist, sondern einfach nur, weil du damit nochmal mit anderen Tools arbeiten musst. Zum Beispiel werde ich die Conversions in dem Google Tag Manager einrichten. Das ist nochmal ein anderes Google-Produkt. Dann musst du auch noch ein bisschen in dem Backend von deiner Webseite arbeiten. Aber ich werde dir das alles Schritt für Schritt zeigen und ich bin mir auch sicher, dass du am Ende deine Conversions richtig einrichten kannst. Als erstes musst du dafür auf der linken Seite die Zielvorhaben auswählen. Und in der Zusammenfassung kannst du eine neue Conversion erstellen. Je nachdem, welches Ziel du während der Kampagneneinstellung eingestellt hast, findest du hier schon eine Conversion. Bei mir ist das eine Kontakt-Conversion und die können wir auch gleich benutzen. Bevor ich dir zeige, wie das geht, ist es aber auch wichtig, dass du verstehst, was das Conversion Tracking überhaupt ist. In Google Ads kannst du nämlich nur nachverfolgen, was bis zu dem Klick auf die Google Ads Anzeige passiert. Das heißt, du kannst sehen, wie häufig deine Anzeigen ausgespielt werden, wie häufig die Leute auf die Anzeige draufklicken, wie teuer die Klicks sind, wie teuer deine Werbekosten sind und so weiter. Aber sobald ein Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und auf deine Webseite weitergeleitet wird, kannst du das in Google Ads nicht mehr nachverfolgen. Dafür brauchst du das Conversion Tracking. Das ist im Prinzip einfach nur ein Stück Code, der auf deiner Webseite platziert wird und über den Code werden die ganzen Informationen, was nach dem Klick auf deiner Webseite passiert, zurück an Google Ads gegeben. Also ob ein Nutzer zum Beispiel auf einen bestimmten Button geklickt hat, ein Kontaktformular ausgefüllt hat oder ein Produkt gekauft hat. Und damit das Ganze datenschutzkonform ist, darfst du das Conversion Tracking nur auslösen, wenn ein Nutzer auch sein Einverständnis dafür gegeben hat. Das kann ein Nutzer über einen sogenannten Cookie-Banner machen. Deswegen brauchst du auf jeden Fall für deine Webseite einen Cookie-Banner. In dem Cookie-Banner gibt es dann verschiedene Cookie-Gruppen, zum Beispiel für Statistiken und für Marketing. Das Google Ads Conversion Tracking befindet sich zum Beispiel in der Marketing-Cookie-Gruppe. Und wenn ein Nutzer diese Cookie-Gruppe akzeptiert hat, dann darf das Conversion Tracking erst ausgelöst werden. Es gibt dafür verschiedene Anbieter, die die Einrichtung deutlich vereinfachen, auch wenn man gar keine technischen Vorkenntnisse hat. Und das Plugin, das ich dafür benutzen werde, ist der Real Cookie Banner. Das Plugin gibt es aktuell nur für WordPress. Wenn du deine Webseite irgendwo anders hostest, dann gibt es aber garantiert auch irgendeine andere Lösung. Für Shopify habe ich dazu auch schon ein Tutorial veröffentlicht.
das ich dir hier nochmal verlinken kann. Und um das Plugin zu nutzen, brauchst du zuerst eine Lizenz. Die kostet knapp 60 Euro pro Jahr für eine Webseite. Anschließend kannst du dir das Plugin als ZIP-Datei herunterladen und dann musst du das anschließend in WordPress hochladen. Das kannst du machen, indem du in WordPress auf Neue Plugins hinzufügen klickst. Und dann klickst du oben links in der Ecke auf Plugin hochladen und kannst dann die ZIP-Datei auswählen, die du dir vorher erstmal herunterladen musst. Anschließend klickst du auf Jetzt installieren, dann aktivierst du das Plugin und anschließend kannst du direkt mit der Einrichtung beginnen. Für die Aktivierung trägst du hier deinen Lizenzschlüssel ein und als Installationstyp musst du die Produktion auswählen. Auf der linken Seite findest du dann die Cookies, darüber kommst du immer wieder zurück in das Plugin und dann kannst du hier den Cookie-Banner in Ruhe einrichten. Ich werde diesen Teil überspringen. Ich habe dazu auch schon ein extra Tutorial veröffentlicht. Ich zeige dir jetzt wirklich nur die wichtigsten Sachen, die du am Anfang machen musst. Zuerst musst du auf die Einstellungen gehen. Da musst du den Cookie-Banner natürlich aktivieren, damit er auf der Webseite auch angezeigt wird. Und die Impressums- und Datenschutzerklärung solltest du hier auch kurz verlinken. Unter der Einwilligung wählst du den Google Tag Manager aus, weil ich das ganze Tracking über den Google Tag Manager einrichte. Und diese Einstellung speicherst du danach ab. Über den Reiter Services kannst du einen neuen Tracking-Code hinzufügen und hier musst du zuerst eine Vorlage für den Google Tag Manager erstellen. Dafür klickst du auf Service hinzufügen. In der Suche kannst du dann nach dem Google Tag Manager suchen, den Google Tag Manager auswählen und das Einzige, was du hier machen musst, du musst deine Google Tag Manager ID hier eintragen. Wenn du noch kein Google Tag Manager Konto hast, dann kannst du das aber auch in kurzer Zeit erstellen. Unter tagmanager.google.com kannst du ein neues Konto einrichten. Dafür klickst du einfach oben rechts in der Ecke auf Create Account. Dann gibst du deinen Unternehmensnamen an. Als Land wählst du Deutschland aus. Und bei der Plattform wählst du Web aus, weil es sich um eine Webseite handelt. Für den Containernamen kannst du einfach den Domainnamen von deiner Webseite benutzen und dann bestätigst du das Ganze, indem du unten links auf Create klickst. Danach musst du die Datenschutzerklärung noch akzeptieren. Oben rechts in der Ecke kannst du das bestätigen und dann wirst du direkt in den Arbeitsbereich von deinem Google Tag Manager Konto weitergeleitet. Wie du dich hier zurechtfindest, das zeige ich dir sofort. Das Einzige, was du brauchst, das findest du oben rechts in der Ecke. Das ist deine Google Tag Manager ID. Die kannst du dir einfach rauskopieren. Dann gehst du zurück in WordPress, fügst hier deine Google Tag Manager ID ein und speicherst das Ganze ab. Wenn du dann deine Webseite aufrufst, dann sollte sich jetzt hier ein Cookie-Banner befinden. So sieht der Cookie-Banner aus. Den kannst du natürlich auch noch individuell anpassen. Hier hat ein Nutzer dann die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren oder alle Cookies abzulehnen oder das Ganze individuell festzulegen. Das ist auch das Erste, was du machen musst. Du musst in dem Cookie-Banner, also in dem Plugin, die Cookies für das Google Ads Conversion Tracking hinterlegen. Und das kannst du wieder in WordPress machen. Deswegen gehe ich nochmal zurück in das WordPress Backend. Unter den Services klickst du dann wieder auf Service hinzufügen und diesmal wählst du das Google Ads Conversion Tracking aus, beziehungsweise die Vorlage heißt einfach nur Google Ads. In der Vorlage musst du dann deine Google Ads Conversion Tracking ID eintragen und die findest du wieder in deinem Google Ads Konto. Deswegen gehe ich da kurz rein. Die ganzen anderen Tabs, die ich hier offen habe, die kann ich auch alle schließen. Die brauche ich erstmal nicht mehr. Und dann klickst du auf die Conversion, die sich hier befindet. Ganz am Ende findest du die Tag-Einrichtung. Und wenn du auf Tag selber einfügen klickst, dann findest du hier den Tracking-Code, der das Conversion-Tracking auslöst. Und ganz am Ende findest du deine Tracking-ID, die beginnt immer mit AW. Die kannst du dir rauskopieren. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du dir auch das Snippet herunterladen und dann rauskopieren. Dann gehst du wieder zurück in WordPress, trägst dir deine Tracking-ID ein und speicherst das Ganze ab. Darüber findest du auch noch ein Opt-in-Event und das ist einfach nur, oder das beschreibt einfach nur die Aktion, wenn ein Nutzer in dem Cookie-Banner die Tracking-Codes für Google Ads akzeptiert. Und diesen Eventnamen brauchen wir gleich in dem Google Tag Manager, um die Informationen weiterzugeben, dass ein Nutzer das Tracking akzeptiert hat. Und erst dann wird auch der Tracking-Code ausgelöst. Das hört sich komplizierter an, als es eigentlich ist. Ich speichere das Google Ads Tracking erstmal ab. Dieser Tracking-Code befindet sich in der Marketing-Cookie-Gruppe. Das kannst du theoretisch auch anpassen, indem du wieder auf Bearbeiten klickst. Aber die Marketing-Cookie-Gruppe, das ist die Voreinstellung für das Google Ads Conversion Tracking.
Das wird jedenfalls empfohlen. Und wenn ein Nutzer dann deine Webseite aufruft und dann in die individuellen Einstellungen reingeht, dann muss ein Nutzer hier die Marketing-Cookie-Gruppe akzeptieren, das Ganze bestätigen und auch erst dann werden die Google Ads Conversions getrackt. Diese Aktion müssen wir als nächstes in dem Google Tag Manager konfigurieren, also die Aktion, wenn ein Nutzer den Cookie-Banner akzeptiert hat. Dafür gehe ich in den Google Tag Manager und für den Cookie-Banner Opt-in musst du einen Trigger erstellen. Ein Trigger ist einfach nur eine bestimmte Aktion, die ein Nutzer auf einer Webseite durchführen kann, damit ein bestimmter Tag ausgelöst wird. Und ein Tag, das ist dann ein Tracking-Code, wie zum Beispiel Google Analytics oder das Google Ads Conversion Tracking. Das heißt, als erstes erstelle ich einen Trigger für die Aktion, wenn ein Nutzer den Cookie-Banner akzeptiert. Das kannst du machen, indem du auf Neu bzw. auf New klickst. In der Trigger-Konfiguration wählst du dann ein Custom Event aus und den Eventnamen findest du in WordPress. Das ist der Eventname, den du in der Vorlage erstellt hast. Den kannst du auch individuell anpassen. Den kopierst du dir einfach raus, gehst wieder zurück in den Google Tag Manager und fügst den hier ein. Diesen Trigger musst du auch noch benennen. Da kannst du auch wieder den gleichen Namen eintragen bzw. reinkopieren und das Ganze dann oben rechts in der Ecke speichern. Als nächstes kannst du anfangen, deine erste Conversion zu konfigurieren. Und ich möchte ganz gerne eine Conversion für das Kontaktformular erstellen, beziehungsweise wenn ein Nutzer das Kontaktformular ausgefüllt hat. Die Conversion habe ich in Google Ads schon erstellt. Ich kann auch nochmal auf die Webseite gehen. Wenn ein Nutzer zum Beispiel alle Cookies akzeptiert und dann die Unterseite besucht, anschließend auf das Kontaktformular klickt und dieses Kontaktformular auch ausfüllt, dann wird ein Nutzer auf eine Danke-Seite weitergeleitet. Das Wort Danke befindet sich auch hinter der Domain und darüber könnte man die Conversion definieren. Das kannst du machen, indem du in dem Google Tag Manager einen neuen Trigger erstellst. In der Tag-Konfiguration benutzt du einen Seitenaufruf bzw. Page View. Dieser Trigger soll ausgelöst werden bei manchen Seiten, wenn die Page-URL Danke beinhaltet. Diesen Trigger nenne ich Danke-Seite und dann kannst du das auch abspeichern. Die Spracheinstellung in deinem Google Tag Manager Konto kannst du natürlich auch anpassen. Bei mir ist aktuell alles noch auf Englisch eingestellt. Wenn du in dem Arbeitsbereich oben rechts in der Ecke auf die 2 bzw. auf die 3 Punkte klickst, dann findest du da die Nutzereinstellungen und dann kannst du hier die Sprache auf Deutsch ändern. Das Ganze speicherst du dann noch ab und dann sind auch die ganzen Einstellungen und die Benutzeroberfläche auf Deutsch. Als nächstes kannst du unter den Tags das Google Ads Conversion Tracking konfigurieren. Dafür klickst du oben rechts in der Ecke auf Neu. In der Tag-Konfiguration wählst du Google Ads aus, dann klickst du auf das Google Ads Conversion Tracking. Die Conversion-Verknüpfung, die kannst du auch noch kurz erstellen, indem du einfach auf den Button rechts daneben klickst. Dadurch werden die Daten einfach etwas besser gemessen. Den Namen, den kannst du dir hier rauskopieren und eintragen, das Ganze speichern und dann hast du das auch erledigt. Und darunter musst du dann die Conversion ID und das Conversion Label eintragen. Diese Daten findest du in dem Google Ads Konto, indem du auf deine Conversion draufklickst. Unten in der Tag-Einrichtung wählst du dann den Google Tag Manager aus und dann findest du hier deine Conversion ID und das Conversion Label. Die kopierst du dir hier raus, trägst die in dem Google Tag Manager ein. Genau das gleiche mache ich für das Conversion Label, den Conversion Wert und die Transaktions-ID, die brauchen wir für diese Conversion nicht. Und als Trigger wählst du dann die Danke-Seite aus, weil diese Conversion auch nur ausgelöst werden soll, wenn ein Nutzer auf die Danke-Seite weitergeleitet wird. Das Problem ist, dass du unter den Triggern immer nur einen Trigger auswählen kannst, beziehungsweise wenn du auf das Pluszeichen klickst und zum Beispiel auch noch das Opt-in-Event auswählst, dann ist das eine Oder-Funktion. Das würde bedeuten, dass diese Google Ads Conversion ausgelöst wird, wenn ein Nutzer einfach nur den Opt-in in dem Cookie-Banner macht oder die Danke-Seite besucht. Und das ist ja nicht, was wir wollen. Wir wollen, dass die Conversion ausgelöst wird, nachdem ein Nutzer den Opt-in gemacht hat und anschließend die Danke-Seite besucht. Ich sehe auch gerade, dass hier ein Tippfehler drin ist. Das kannst du auch kurz anpassen, indem du da draufklickst und das Ganze dann nochmal abspeicherst. So, und für dieses Problem gibt es auch eine Lösung in dem Google Tag Manager und das ist eine sogenannte Triggergruppe. Dafür entferne ich nochmal die beiden Trigger, klicke wieder auf den Trigger und anstatt jetzt einen Trigger auszuwählen, klickst du oben rechts in der Ecke auf das Pluszeichen. In der Trigger-Konfiguration scrollst du dann nach unten und dann findest du fast ganz am Ende eine Triggergruppe. Und in einer Triggergruppe hast du die Möglichkeit,
2 Trigger miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel kannst du hier das Opt-in-Event auswählen, dann klickst du auf das Pluszeichen und dann kannst du noch den Opt-in für die Danke-Seite auswählen. Diesen Trigger nenne ich TG für Triggergruppe, Google Ads Opt-in plus Danke-Seite und dann speicherst du den Trigger oben rechts in der Ecke ab. Dann bist du mit der Tag-Konfiguration auch fertig. Am Ende musst du den Tag auch noch benennen. Ich schreibe hier rein Google Ads Conversion Danke-Seite. Da speicherst du dann oben rechts über den Button ab und dann bist du auch damit schon fertig und hast deine erste Google Ads Conversion konfiguriert. Das kannst du in dem sogenannten Vorschau-Modus überprüfen. Den findest du oben rechts in der Ecke. Wenn du da drauf klickst, dann öffnet sich der Tag Assistant. Hier musst du den Domainnamen von deiner Webseite eintragen. Die kann ich mir hier kurz rauskopieren, dann hier einfügen. Anschließend stellst du eine Verbindung her und dann öffnet sich deine Webseite in einem neuen Tab. Unten rechts findest du dann die Meldung, dass der Tag Assistant aktiv ist. Und wenn du dann wieder zurück in den Tag Assistant gehst, das Ganze nochmal bestätigst, dann kannst du sehen, welche Tags wann ausgelöst werden. Auf der linken Seite findest du immer die einzelnen Seitenaufrufe. Zum Beispiel habe ich hier den Seitenaufruf für die Startseite. Da befinde ich mich auch gerade. Und wenn ich anschließend zum Beispiel die Mietrecht-Seite besuche, dann wird das auch auf der linken Seite angezeigt und dann kannst du sehen, welche Tags auf dieser Seite ausgelöst werden. Bei mir wird aktuell nur die Conversion-Verknüpfung ausgelöst, das ist auch alles korrekt, aber die Conversion für die Danke-Seite, die wird natürlich noch nicht ausgelöst. Die soll auch erst ausgelöst werden, nachdem ein Nutzer das Kontaktformular ausgefüllt hat und abgeschickt hat. Deswegen kann ich das noch einmal kurz testen. Wenn ich auf den Button Senden klicke, dann werde ich wieder auf die Danke-Seite weitergeleitet und dann gehe ich wieder zurück in den Tag Assistant, finde hier die Danke-Seite und wenn ich die auswähle, dann wird hier auch das Google Ads Conversion Tracking ausgelöst. Das kannst du auch nochmal gegenprüfen, indem du wieder zurück auf die Startseite gehst, die ganzen Cookies nochmal löscht, die Seite aktualisierst und dann unter den individuellen Einstellungen nur die funktionalen Cookies akzeptierst, aber nicht die Marketing-Cookies, weil das Google Ads Conversion Tracking befindet sich in der Marketing-Cookie-Gruppe. Das habe ich vorher in dem Real Cookie Banner so konfiguriert. Und wenn ich diese Auswahl speichere und dann nochmal auf die Produktseite gehe, das Kontaktformular wieder ausfülle, auf den Button Senden klicke und dann auf die Danke-Seite weitergeleitet werde, dann sollte die Google Ads Conversion nicht ausgelöst werden. Den neuesten Seitenaufruf findest du immer direkt am Anfang. Hier ist wieder der Seitenaufruf für die Startseite, beziehungsweise die Startseite befindet sich darunter. Das hier ist der Seitenaufruf von der Unterseite und ganz am Ende bin ich wieder auf der Danke-Seite und hier wurde diesmal das Google Ads Conversion Tracking nicht ausgelöst, weil ich den Opt-in vorher nicht gemacht habe. Das heißt, das ist alles datenschutzkonform eingerichtet und die Conversion wird auch nur ausgelöst, wenn ein Nutzer sein Einverständnis gegeben hat. Genau das gleiche kannst du auch für andere Conversions machen. Die musst du aber vorher erst in Google Ads konfigurieren. Das kannst du machen, indem du eine neue Conversion-Aktion erstellst. Als Art wählst du die Webseite aus, dann musst du deinen Domainnamen hier eintragen, das Ganze kurz prüfen und dann kannst du entweder die manuelle Konfiguration auswählen oder das Ganze speichern und fortfahren. Ich möchte ganz gerne die manuelle Konfiguration benutzen, weil du da einfach mehr Einstellungsmöglichkeiten hast. Zum Beispiel kannst du hier eine Kategorie festlegen. Ich möchte ganz gerne eine Conversion erstellen, wenn ein Nutzer mindestens 30 Sekunden auf der Webseite bleibt, damit ich am Anfang meine Google Ads-Kampagne für hochwertigen Traffic optimieren kann. Als Kategorie wähle ich Sonstiges aus. Den Conversion-Namen nenne ich Timer 30 Sekunden. Einen Wert möchte ich für diese Conversion nicht benutzen. Als Zählmethode wähle ich eine aus, weil ich auch nur möchte, dass pro Nutzer diese Conversion nur einmal ausgelöst werden kann. Wenn diese Conversion zum Beispiel ein Produktkauf wäre, dann könnte man alle auswählen, weil eine Person natürlich auch mehrere Produkte auf einmal kaufen kann. Über den Tracking-Zeitraum kannst du festlegen, wie lange eine Conversion getrackt werden kann, nachdem ein Nutzer auf die Anzeige geklickt hat. Zum Beispiel, wenn ein Nutzer heute auf die Anzeige klickt und in 15 Tagen erst die Conversion abschließt, dann wird diese Conversion nachträglich in Google Ads auch noch getrackt.
Aber wenn der Nutzer erst nach 31 Tagen oder nach 32 Tagen die Conversion auslöst, dann wird diese Conversion in Google Ads nicht mehr getrackt. Den Conversion-Zeitraum kannst du auch verlängern auf maximal 90 Tage. Und wenn du einen relativ langen Kaufprozess hast, weil deine Produkte auch teurer sind, dann solltest du da auf jeden Fall auch die 90 Tage auswählen. Die restlichen Sachen, die kannst du alle so lassen und das Ganze mit fertig bestätigen. Anschließend klickst du auf Speichern und Fortfahren und für die Installation wählst du wieder auf der rechten Seite den Google Tag Manager aus. Dann findest du hier die Conversion ID und auch das Conversion Label. Das brauchst du wieder in dem Google Tag Manager, deswegen gehe ich wieder zurück in den Tag Manager, klicke bei dem Text wieder auf Neu. In der Tag-Konfiguration wähle ich wieder Google Ads aus und das Google Ads Conversion Tracking und dann kannst du hier die ID und das Label eintragen. Den Conversion-Wert kannst du wieder überspringen und in der Trigger-Konfiguration klickst du auf das Pluszeichen und dann muss ich erstmal einen Trigger für einen Nutzer erstellen, der mindestens 30 Sekunden auf der Webseite bleibt. Diesen Trigger findest du auch ganz am Ende unter Sonstiges. Der Trigger heißt Timer, den wählst du einfach aus. Die Anzahl der Sekunden musst du in Millisekunden angeben. 30 Sekunden, das wären 30.000 Millisekunden. Wenn du eine Minute auswählen möchtest, dann kannst du das auf 60.000 stellen. Wenn du 10 Sekunden benutzen möchtest, dann stellst du das auf 10.000 und so weiter. Das Limit setzt du auf 1, damit die Conversion auch nur einmal ausgelöst wird. Und diesen Trigger möchte ich ganz gerne auf allen Webseiten oder auf allen Unterseiten auslösen. Das kannst du konfigurieren, indem du in der Trigger-Konfiguration die Page URL oder den Page Path auswählst. Als Bedingung benutzt du stimmt mit dem Regex überein und dann schreibst du hier rein Punkt, Sternchen und das bedeutet einfach nur, dass dieser Trigger auf jeder Unterseite auf deiner Webseite ausgelöst werden kann. Diesen Trigger nenne ich Timer 30 Sekunden und speichere das Ganze oben rechts in der Ecke ab. Für diese Google Ads Conversion musst du natürlich auch wieder eine Triggergruppe benutzen, damit die Conversion auch nur ausgelöst wird, nachdem ein Nutzer den Opt-in gemacht hat. Dafür klickst du wieder auf das Pluszeichen, wählst das Opt-in-Event aus, klickst nochmal auf das Pluszeichen, wählst den Timer aus und dann schreibe ich hier rein TG Google Ads Opt-in plus Timer 30 Sekunden und speichere das Ganze ab. Den Trigger für den Timer, den kann ich hier löschen, damit ich hier auch nur die Triggergruppe habe und dann musst du am Ende die Google Ads Conversion auch noch benennen. Ich schreibe hier wieder rein Google Ads Conversion Timer 30 Sekunden und speichere das Ganze ab. Dann musst du in Google Ads die Conversion auch noch abschließen, indem du einfach auf Fertig klickst und dann wird auch die Conversion hier angezeigt. Und sobald ein Nutzer auf deine Google Ads Anzeige geklickt hat und mindestens 30 Sekunden auf der Webseite verbracht hat, dann wird hier auch eine Conversion für angezeigt. Als nächstes möchte ich dir noch zeigen, wie du eine Conversion für einen Produktkauf erstellen kannst. Ich habe dafür auf der Webseite einen kleinen Shop angelegt für ein E-Book und als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du auch das tracken kannst und wie du auch dafür sorgen kannst, dass der Verkaufswert in Google Ads angezeigt wird. Das funktioniert aber nur, wenn die ganzen E-Commerce-Daten auch an den Google Tag Manager weitergegeben werden. Und weil jede Webseite anders konfiguriert ist und anders gebaut ist, musst du das erst einrichten, weil ansonsten kannst du die ganzen Daten in dem Google Tag Manager auch nicht auslesen. Und das Einrichten funktioniert mit einem sogenannten Data Layer. Das ist ein zusätzliches Stück Code, das du auf deiner Webseite installieren musst. Die Umsetzung ist ein bisschen komplizierter, deswegen solltest du das auch nur machen, wenn du dich technisch wirklich sehr gut damit auskennst. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dafür ein Plugin zu benutzen und wie das genau funktioniert, das zeige ich dir als nächstes. Damit du den Ablauf etwas besser verstehst, kann ich auch nochmal den Tag Assistant öffnen, beziehungsweise ich gehe nochmal auf die Seite, klicke auf die Shop-Seite, lege das Produkt in den Warenkorb. Wenn ich dann zurück in den Tag Assistant gehe, dann finde ich hier auch den Seitenaufruf für die Shop-Seite. Aber wenn ich dann auf der rechten Seite das Data Layer auswähle, dann befinden sich hier zum Beispiel keine Informationen über das Produkt. Ich kann nicht sehen, welches Produkt in den Warenkorb gelegt wurde. Ich kann auch nicht sehen, wie teuer das Produkt ist. Und diese Informationen bekommst du mit einem Plugin hier rein. Deswegen öffne ich nochmal WordPress. Unter den Plugins gibst du GTM for WordPress ein. Das Plugin ist von Thomas Geiger. Den Link findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung.
und dann klickst du auf Jetzt installieren. Anschließend aktivierst du das Plugin. In den Einstellungen gehst du danach auf Integration. Hier findest du einen Reiter für WooCommerce und dann kannst du den Haken bei Enhanced E-Commerce setzen und darüber wird das Data Layer angepasst und die ganzen E-Commerce-Informationen werden auch in dem Google Tag Manager angezeigt, die du dann benutzen kannst, um die ganzen Tags und die Trigger zu konfigurieren. So, und wenn ich jetzt nochmal den Tag Assistant öffne, beziehungsweise auf der Seite nochmal zurückgehe, dann die Shop-Seite wieder aufrufe, das Produkt in den Warenkorb lege, mir dann den Warenkorb anzeigen lasse, das Produkt bestelle, dann bekomme ich hier eine Bestätigung für die Bestellung und wenn ich dann den Tag Assistant öffne, dann habe ich ganz oben auf der linken Seite den letzten Seitenaufruf. Das Data Layer habe ich hier noch ausgewählt und dann finde ich hier jetzt auch die ganzen E-Commerce-Informationen. Zum Beispiel kann ich hier die Währung sehen. Ich sehe hier eine Produkt-ID und der Preis, der wird mir auch angezeigt. Mithilfe von diesen Daten kann ich dann als nächstes in dem Google Tag Manager die Conversion konfigurieren. Der Weg dahin ist ein bisschen komplizierter, aber ich werde dir das auch Schritt für Schritt zeigen. Deswegen gehe ich nochmal zurück in den Google Tag Manager und als erstes musst du auf die Variablen klicken und eine neue Variable für das Data Layer erstellen. Über die Variable kannst du die Information, die sich in dem Data Layer befindet, herausziehen, damit diese Information, also zum Beispiel der Preis und auch die Produkt-ID, an den Google Tag Manager weitergegeben werden. In der Konfiguration wählst du dafür die Datenschicht-Variable aus. Den Namen für die Datenschicht-Variable findest du auch wieder in dem Tag Assistant. Die Abschnitte von dem Data Layer nennt man Array und innerhalb von einem Array gibt es verschiedene Keys. Das ist einfach nur ein Wert und darüber kannst du die Datenschicht-Variable definieren. Zum Beispiel möchte ich ganz gerne die Produkt-ID aus dem Data Layer herausziehen und der Name dafür wäre dann e-commerce.purchase.actionfield.id. Diesen Wert trägst du dann in dem Google Tag Manager ein. e-commerce.purchase.actionfield.id. Wichtig ist, dass du hier keinen Rechtschreibfehler drin hast und dass auch die Groß- und Kleinschreibung korrekt ist, weil ansonsten wird der Wert nicht weitergegeben. Dann gibt es noch eine weitere wichtige Sache und zwar kannst du das vielleicht hier auch schon sehen. Die ID, die wird in mehreren Abschnitten ausgespielt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie das Data Layer überhaupt weiß, welche ID übermittelt werden soll. Und das kannst du machen, indem du in dem Data Layer Namen auch noch angibst, aus welchem Array die ID gezogen werden soll. Weil, wie gesagt, es gibt hier mehrere Arrays. Das hier ist ein Array, das hier ist ein Array, das hier ist ein Array und für die Arrays gibt es auch eine bestimmte Nominierung. Das erste Array, das fängt immer mit der 0 an, dann kommt die 1, dann kommt die 2 und so weiter. Und das musst du in dem Data Layer Namen auch noch hinzufügen. Das kannst du machen, indem du vor die ID einfach die Nummer schreibst. In diesem Fall war das erste Array, das heißt, ich schreibe hier noch die 0 vor die ID und dadurch weiß die Datenschicht-Variable auch, welche ID genau gezogen werden soll. Das musst du dann auch noch benennen. Ich schreibe hier rein DLV E-Commerce ID und speichere das Ganze ab. Das wiederhole ich nochmal und erstelle eine weitere Datenschicht-Variable für den Preis. Den Namen finde ich wieder in dem Tag Assistant. Der lautet E-Commerce, Purchase, Action Field und Revenue. Du solltest bei dir auf jeden Fall nochmal überprüfen, welcher Preis auch der richtige ist. Bei mir werden zum Beispiel in diesem Array auch noch die Steuerinformationen angegeben. Aber das kannst du einfach in dem Vorschau-Modus testen und dann auch den richtigen Namen in dem Google Tag Manager eintragen. Bei mir war das E-Commerce, Purchase, Action Field, dann wieder die 0 für das erste Array und Revenue. Das kann ich auch nochmal überprüfen. E-Commerce, Purchase, Action Field, Revenue, das passt alles und dann schreibe ich hier rein DLV Ecom Revenue. Das kannst du oben rechts in der Ecke wieder abspeichern. Dann klickst du auf die Tags und dann kannst du die Conversion für den Produktverkauf erstellen. Dafür brauchst du wieder eine Conversion-ID und ein Conversion-Label. Die bekommst du aus deinem Google Ads-Konto. Dafür muss ich jetzt zum Beispiel nochmal eine neue Conversion erstellen. Wähle wieder die Webseite aus. Dann muss ich den Domainnamen hier wieder eintragen, auf Prüfen klicken. Dann klicke ich auf die manuelle Konfiguration. Wähle diesmal einen
Kauf aus. Diesen Conversion-Namen nenne ich auch Kauf. Diesmal wähle ich einen unterschiedlichen Wert für die Conversion aus. Darüber wird der Wert immer dynamisch an die Conversion weitergegeben und dann kannst du darüber auch den Umsatz nachverfolgen. Bei der Zählmethode wähle ich diesmal alle aus, weil der Nutzer auch mehrere Produkte kaufen kann. Für den Conversion-Zeitraum wähle ich 60 Tage aus, also 2 Monate, und dann kannst du das mit Fertig bestätigen. Dann klicke ich auf Speichern und Fortfahren, wähle den Google Tag Manager aus und dann finde ich hier wieder die Conversion ID und das Conversion Label. Bei dem Wert klickst du auf der rechten Seite auf den Lego-Baustein und dann hast du die Möglichkeit, die Datenschicht-Variable auszuwählen, die ich gerade erstellt habe. Die Klammern bedeuten, dass der Wert dynamisch ist. Dieser Wert wird dann immer aus der Datenschicht-Variable gezogen und an Google Ads weitergegeben. Genau das gleiche kannst du für die Transaktions-ID machen. Dafür wähle ich die Ecom-ID aus und den Währungscode. Den stelle ich einfach auf Euro, weil in diesem Online-Shop auch keine andere Währung verwendet wird. Den Trigger musst du nochmal neu konfigurieren. Ich habe hier zum Beispiel noch keinen Trigger für den Produktverkauf. Das kannst du aber auch erstellen, indem du auf das Pluszeichen klickst. In der Trigger-Konfiguration wählst du dann ein benutzerdefiniertes Ereignis aus. Den Ereignisnamen findest du wieder in dem Tag Assistant, wenn du einen Testkauf gemacht hast. Zum Beispiel wird bei mir das Purchase-Event auf der linken Seite angezeigt. Das ist auch ein Event, was erst zustande gekommen ist, nachdem ich das E-Commerce-Tracking in dem Plugin aktiviert habe und darüber kannst du deine Verkäufe tracken. Deswegen schreibe ich das hier rein, nenne dieses Event auch Purchase, speichere das oben rechts in der Ecke ab und dann muss ich nochmal eine neue Triggergruppe erstellen. Die findest du wieder unter Sonstiges. Dann klickst du auf das Pluszeichen, wählst zuerst den Opt-in aus, dann nochmal auf das Pluszeichen und dann das Purchase-Event, das ich gerade erstellt habe. Diese Triggergruppe nenne ich wieder TG, Google Ads Opt-in plus Purchase. Das speichere ich ab und in der Tag-Konfiguration kann ich dann das Purchase-Event wieder entfernen, damit hier nur die Triggergruppe angezeigt wird. Und dann kann ich diesen Tag Google Ads nennen, Conversion Purchase, speichere das Ganze ab. In dem Google Ads Konto muss ich dann auch die Conversion nochmal abschließen. Dann habe ich jetzt eine Conversion für einen Produktkauf, für das Kontaktformular und eine Soft-Conversion für einen Nutzer, der mindestens 30 Sekunden auf der Webseite bleibt. Ein kleiner Nachtrag, ich möchte dir auch noch zeigen, wie du einen Button-Klick auf deiner Webseite tracken kannst. Zum Beispiel habe ich hier einen Button für die Anrufe und das möchte ich ganz gerne auch tracken, wenn jemand da draufklickt. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich dir als nächstes. Zuerst musst du dafür in dem Google Tag Manager einen Click-Trigger erstellen. Das kannst du machen, indem du auf der linken Seite auf die Trigger klickst. Dann wählst du oben rechts in der Ecke Neu aus und in der Trigger-Konfiguration wählst du alle Elemente aus. Diesen Trigger nenne ich Klick und speichere das oben rechts in der Ecke ab. Als nächstes öffne ich den Vorschau-Modus, stelle wieder die Verbindung zu der Webseite her, klicke auf die Unterseite, wo sich der Button befindet und klicke auf den Button. Dann gehe ich wieder zurück in den Tag Assistant, wähle den letzten Seitenaufruf aus und dann siehst du auf der linken Seite den Click-Trigger, den du auch gerade erstellt hast. Wenn du hier draufklickst, kannst du unter den Variablen erkennen, was genau bei diesem Klick passiert ist. Und darüber kannst du diesen bestimmten Button-Klick auch definieren. Das funktioniert, indem du eine bestimmte Variable auf der linken Seite auswählst und dann rechts daneben auch noch den Wert hinzufügst. Das Problem ist, dass ich über die Variablen, die hier angezeigt werden und auch über die Werte den Klick nicht wirklich definieren kann. Ich kann nicht wirklich sagen, dass dieser bestimmte Klick auch der Klick auf den Button war, den ich ganz gerne tracken möchte. Dafür musst du in dem Google Tag Manager zuerst die Variablen erweitern. Das kannst du machen, indem du auf der linken Seite die Variablen auswählst und dann klickst du oben rechts in der Ecke auf Konfigurieren. Wenn du ein bisschen nach unten scrollst, findest du verschiedene Klickvariablen. Da setzt du überall den Haken. Dann gehe ich wieder zurück in die Übersicht, schließe nochmal den Tag Assistant, starte den Vorschau-Modus wieder von vorne, stelle die Verbindung her und dann klicke ich wieder auf die Unterseite und nochmal auf den Button, den ich ganz gerne tracken möchte. Dann gehe ich wieder zurück in den Tag Assistant, bestätige das kurz und dann finde ich oben links in der Ecke wieder das Klick-Ereignis, das ich gerade erstellt habe.
Und wenn ich jetzt die Variablen auswähle, dann befinden sich hier viel mehr Werte. Zum Beispiel gibt es hier den Klicktext mit dem Wert anrufen. Und darüber könnte ich jetzt diesen Button auch definieren. Wenn ich zum Beispiel auf den Button links daneben klicke, auf Kontakt und dann wieder in den Tech Assistant gehe, diesen Klick auswähle, dann beinhaltet der Klicktext den Wert Kontakt. Das heißt, über den Klicktext kann ich den Button definieren, den ich ganz gerne auch tracken möchte. Und das passt du dann in dem Google Tag Manager an, indem du wieder den Click-Trigger auswählst, den du vorher erstellt hast. Dann klickst du oben rechts in der Ecke auf das Stiftsymbol, wählst einige Klicks aus und dann benutzt du als Bedingung den Klicktext, enthält Anrufen bzw. der Wert, der bei dir in dem Vorschau-Modus angezeigt wurde. Ich kann das auch nochmal überprüfen, indem ich in den Tag Assistant wieder reingehe. Dann sehe ich hier nochmal die Variable Klicktext mit dem Wert anrufen. Das stimmt soweit. Dann kannst du das anpassen und den Namen von dem Click-Trigger, den solltest du natürlich auch nochmal umbenennen. Ich schreibe hier zum Beispiel Klick, Anruf, Button rein und speichere das dann oben rechts in der Ecke wieder ab. Als nächstes musst du den Tag für eine neue Conversion erstellen. Dafür wählst du wieder in der Tag-Konfiguration das Google Ads Conversion Tracking aus. Die Conversion ID und das Conversion Label, das findest du wieder in Google Ads. Dafür muss ich erstmal eine neue Google Ads Conversion erstellen. Wähle dafür die Webseite aus, dann trage ich hier den Domainnamen ein, klicke auf Prüfen, wähle die manuelle Konfiguration aus. Die Kategorie stelle ich auf Sonstige, den Conversion-Namen nenne ich Button-Click, Anrufen. Für diese Conversion benutze ich keinen Wert, aber das kannst du natürlich auch einstellen, wenn du dafür einen Wert hast. Als Zählmethode wähle ich eine aus, weil ich auch nur einen Buttonklick pro Person tracken möchte. Die anderen Einstellungen passen soweit und dann bestätigst du das über den Button Fertig. Als nächstes klicke ich auf Speichern und Fortfahren. Dann wähle ich den Google Tag Manager aus und finde hier die Conversion ID, die ich mir rauskopieren kann und hier eintragen kann. Und genau das gleiche mache ich dann auch nochmal mit dem Label. Für den Trigger muss ich wieder eine Triggergruppe erstellen. Deswegen klicke ich auf das Pluszeichen, wähle in der Konfiguration die Triggergruppe aus, klicke nochmal auf das Pluszeichen und dann wähle ich hier zuerst das Opt-in-Event aus und dann nochmal den Click-Trigger für den Anruf-Button, den ich gerade erstellt habe. Diesen Trigger nenne ich TG, Google Ads Opt-in plus Button-Click anrufen. Am Ende musst du die Conversion auch noch benennen. Ich schreibe hier wieder rein Google Ads Conversion Anruf Button oder Button Click anrufen. Bestätige das über den Button oben rechts und damit ist die Conversion Erstellung abgeschlossen. Am Ende musst du in dem Google Ads Konto natürlich die Conversion auch nochmal kurz bestätigen, indem du auf Fertig klickst und dann wird die auch hier unten unter Sonstiges angezeigt, beziehungsweise die Kategorie, die du ausgewählt hast. Das kannst du in dem Google Tag Manager natürlich auch wieder überprüfen. Dafür schließe ich den Vorschau-Modus, gehe wieder in den Google Tag Manager, klicke auf in Vorschau ansehen und dann starte ich den Tag Assistant nochmal von vorne. Vorher lösche ich nochmal alle Cookies, weil ich glaube, der Opt-out ist bei mir noch gespeichert. Deswegen aktualisiere ich die Seite nochmal, klicke auf alle akzeptieren, gehe dann auf die Shop-Seite, lege das Produkt in den Warenkorb, lasse mir den Warenkorb anzeigen, gehe weiter zum Bezahlen, schließe den Kauf ab. Dann bin ich wieder auf der Bestätigungsseite und wenn ich dann den Tag Assistant öffne, dann wird auf der letzten Seite auch das Purchase Event ausgelöst. Vorher wurde das Purchase Event nicht ausgelöst, auf den Seitenaufrufen vorher auch nicht. Das scheint alles zu funktionieren und die Conversion für den Timer wurde auch ausgelöst, weil ich jetzt insgesamt 30 Sekunden auf der Seite war. Das scheint auch alles zu funktionieren. Dann kann ich das Ganze natürlich nochmal gegenchecken, indem ich die Cookies wieder lösche, die Seite nochmal aktualisiere, diesmal die Marketing-Cookies nicht akzeptiere, sondern nur die funktionalen Cookies. Diese Auswahl speichere ich, dann gehe ich wieder auf die Shop-Seite, klicke auf das Produkt, lege das Produkt in den Warenkorb und lasse mir den Warenkorb anzeigen. Dann schließe ich den Kauf ab. Dann bin ich wieder auf der Bestätigungsseite und wenn ich jetzt den Tag Assistant öffne und mir den letzten Seitenaufruf anschaue, dann wird hier das Purchase Event nicht ausgelöst. Beziehungsweise das Purchase Event, das wurde hier ausgelöst,
aber die Google Ads Conversion dafür wurde nicht ausgelöst, weil ich vorher den Opt-in auch nicht gemacht habe. Das heißt, da scheint alles zu funktionieren und über diesen Weg kannst du dann deine Google Ads Conversions einrichten und auch das ganze Tracking überprüfen. Wenn du das alles überprüft hast und auch keine Fehler gefunden hast, dann musst du in dem Google Tag Manager die Conversions auch noch überprüfen. Das kannst du machen, indem du oben rechts auf Senden klickst. Dann kannst du der Version einen Namen geben. Zum Beispiel kannst du hier Google Ads Conversion Tracking reinschreiben. Oben rechts in der Ecke kannst du das Ganze veröffentlichen und dann ist das auch offiziell auf deiner Webseite live. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du in dem Google Ads Konto deine Kampagnen auch für Conversions optimieren kannst. Deswegen öffne ich wieder das Google Ads Konto. Die ganzen anderen Tabs, die kann ich schließen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich befinde mich immer noch in der Zusammenfassung von den ganzen Conversions, 3 Conversions, die ich erstellt habe. Die werden hier jetzt angezeigt und aktuell sind alle 3 Conversions eine primäre Conversion. Das bedeutet, dass der Google-Algorithmus automatisch versucht, deine Google Ads-Kampagnen für diese Conversions zu optimieren. Das macht aber in den meisten Fällen keinen Sinn, weil du hast eigentlich immer nur eine Conversion, die wirklich am wichtigsten ist, aber trotzdem möchtest du vielleicht auch andere Aktionen oder andere Conversions auf deiner Webseite tracken, um einfach das ganze Nutzerverhalten besser auszuwerten. Deswegen ist es wichtig, dass alle Conversions, die für dich am Anfang nicht relevant sind, als sekundäre Conversion zu markieren. Das kannst du machen, indem du auf Zielvorhaben bearbeiten klickst. Zum Beispiel habe ich hier eine Conversion für den Timer. Und wenn ich hier auf Zielvorhaben bearbeiten klicke, dann kannst du ganz am Ende eine sekundäre Aktion auswählen, das Ganze speichern und das bedeutet, dass diese Conversions weiterhin getrackt werden, aber die Kampagnen, die werden nicht dafür optimiert. Direkt am Anfang macht es wahrscheinlich keinen Sinn, diese Conversion als sekundär einzustufen, weil du noch gar keine historischen Conversion-Daten in deinem Konto hast und um den ganzen Prozess etwas zu beschleunigen, macht es auch Sinn, am Anfang erstmal Soft-Conversions auszuwählen, damit du schneller deine Kampagnen für mehr Conversions optimieren kannst. Das sollte auf jeden Fall dein Ziel sein, damit der ganze Algorithmus aber auch wirklich gut arbeiten kann. Brauchst du mindestens 50 Conversions pro Monat. Ansonsten schwanken die Kosten pro Conversion immer relativ stark. Aber wenn du die 50 Conversion pro Monat voll kriegst, dann kannst du dich auf die Daten auch eigentlich ganz gut verlassen und damit kann der Algorithmus auch gut arbeiten. Für den Fall, dass du mehrere Conversions erstellen kannst, hast du auch die Möglichkeit, unter den benutzerdefinierten Zielvorhaben eine sogenannte Conversion-Gruppe zu erstellen. Zum Beispiel hast du hier die Möglichkeit, mehrere Conversions auszuwählen. Wenn du zum Beispiel mehrere Soft-Conversions hast, dann kannst du eine Gruppe für alle Soft-Conversions erstellen. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Eine Kontaktanfrage ist keine wirkliche Soft-Conversion, deswegen entferne ich die wieder, speichere das Ganze ab und dann hast du auch die Möglichkeit, so eine Conversion-Gruppe für eine Kampagne zu benutzen. Auf der rechten Seite siehst du, dass hier 0 Kampagnen steht. Das bedeutet einfach, dass diese Conversion-Gruppe aktuell nicht verwendet wird. Wenn du aber eine Kampagne auswählst und dann in die Kampagneneinstellungen reingehst, die findest du rechts neben der Kampagne. Dann kannst du unter den Zielvorhaben die zweite Option auswählen, auf das Kampagnenziel klicken und dann kannst du entweder eine von den primären Conversions auswählen oder die Conversion-Gruppe, die ich gerade erstellt habe. Da speicherst du dann ab, bestätigst das Ganze nochmal und das bedeutet, dass diese Kampagne erstmal nur für die Soft-Conversions optimiert wird. Das solltest du auf jeden Fall überprüfen, dass das bei dir auch richtig eingestellt ist. An der Gebotsstrategie musst du am Anfang trotzdem nichts ändern. Ich würde dir erstmal empfehlen, dass du mit Klicks maximieren oder mit einem manuellen CPC anfängst und sobald deine Kampagne genug Conversion-Daten gesammelt hat, dann kannst du die Gebotsstrategie auch umstellen, damit die Kampagne für mehr Conversions optimiert wird. Als nächstes möchte ich dir auch noch zeigen, wie du deine Google Ads-Kampagne optimieren kannst. Wie schon gesagt, gibt es in dem Google Ads-Konto verschiedene Ebenen. Ich befinde mich zum Beispiel gerade auf der Kampagnenebene. Dann gibt es auch noch die Anzeigengruppenebene. Du kannst dir die Anzeigen anschauen oder auch direkt die Keywörter. Und auf jeder Ebene kannst du dir die Performance anschauen. Wenn ich zum Beispiel die Kampagne auswähle und dann auf die Übersicht klicke, findest du hier normalerweise eine Übersicht von den wichtigsten Daten. Du hast auch die Möglichkeit, direkt auf die Kampagne zu klicken und dann findest du auf der rechten Seite ein paar KPIs, zum Beispiel die Impressionen, die Durchklickrate, die Kosten, die Klicks, die Conversion-Rate. Und diese KPIs, die kannst du anpassen, indem du auf die Spalten klickst. Über Spalten anpassen kannst du dann auf der rechten Seite verschiedene KPIs löschen, zum Beispiel der Kampagnentyp, der ist jetzt erstmal nicht relevant, der Optimierungsfaktor, die Gebotsstrategie,
Das möchte ich auch erstmal nicht haben. Die Ergebnisse und der Ergebniswert ist für mich auch nicht relevant. Auf der linken Seite kannst du dann verschiedene Metriken auswählen. Die Impressionen oberste Position und die Impressionen obere Position sind immer interessant bei einer Suchkampagne, weil du darüber sehen kannst, wie häufig deine Anzeige an erster Stelle in den Google-Suchergebnissen ausgespielt wird, beziehungsweise wie häufig deine Anzeige über den organischen Ergebnissen auftaucht. Das ist immer ein Prozentwert. Die oberste Position, das ist die Position 1 und die obere Position, das ist zwischen Position 1 und 3, also über den organischen Suchergebnissen. Wenn der Wert für die obere Position ungefähr bei 70-80% liegt, dann ist das auf jeden Fall ein ganz guter Wert. Damit bekommst du relativ viel Traffic und deine Klickpreise, die sind auch in Ordnung. Wenn der Wert oberste Position zum Beispiel bei über 90% ist, dann zahlst du deutlich mehr für die Klicks, aber du kriegst dadurch nicht unbedingt mehr Aufmerksamkeit. Deswegen ist das auf jeden Fall eine ganz spannende Metrik, die du beobachten kannst. Die Reihenfolge von den Metriken kannst du natürlich auch anpassen. Dafür musst du die linke Maustaste einfach nur gedrückt lassen und dann kannst du die Werte bzw. die Metriken hier hin und her ziehen. Dann schaue ich nochmal ein bisschen weiter, ob ich hier noch andere Metriken finde, die interessant sind. Den Conversion-Wert, den kannst du dir natürlich auch nochmal anzeigen lassen. Der Conversion-Wert durch die Kosten, der gibt immer an, ob deine Google Ads-Kampagnen profitabel sind oder nicht. Wenn der Wert über 1 liegt, dann bedeutet es, dass der Break-Even-Point überschritten wurde und deine Kampagnen auch profitabel sind. Dann kann ich auch noch mal ein bisschen weiter schauen, ob es hier noch irgendetwas gibt, was interessant ist. Der Anteil an entgangenen Impressionen im Suchnetzwerk ist auch interessant, weil du darüber erkennen kannst, ob du Impressionen verlierst, weil dein Werbebudget zu niedrig ist, und darüber kannst du auch erkennen, ob du mehr Traffic bekommen kannst, indem du das Budget einfach nur erhöhst oder ob du zusätzliche Keywörter in deiner Kampagne hinzufügen musst. Dieser Wert wird auch immer in Prozent angezeigt. Wenn der Wert bei 0 ist, dann bedeutet es, dass du kein weiteres Budget hinzufügen kannst, und auch wenn du dein Tagesbudget verdoppelst, dann kriegst du dadurch nicht mehr Impressionen. In so einem Fall kannst du entweder die Keyword-Option anpassen, dass du zum Beispiel ein weitgehend passendes Keyword verwendest, weil du dadurch auch wieder eine größere Reichweite hast, oder du kannst zusätzliche Keywörter hinzufügen. Auf der anderen Seite, wenn dieser Wert ziemlich hoch ist, wenn er zum Beispiel bei über 50 ist, dann weißt du, dass du einfach nur dein Budget erhöhen musst und dann auch automatisch mehr Impressionen und wahrscheinlich auch mehr Traffic bekommen kannst. Das sind auch alle wichtigen KPIs, die ich auf Kampagnenebene erstmal hinzufügen würde. Das kannst du speichern, indem du unten links den Haken setzt. Diese Spaltenauswahl nenne ich Kampagne, KPIs, speichere das Ganze ab. Und wenn sich hier irgendetwas verschiebt, kannst du einfach auf die Spalten klicken und dann findest du hier unten die Vorauswahl und dann werden die Spalten auch automatisch wieder angepasst. Genau das gleiche kannst du auch auf Anzeigengruppenebene machen. Da sind die KPIs aber ziemlich ähnlich. Auf der Keyword-Ebene gibt es noch ein paar KPIs, die ich dir zeigen möchte, die du auch nur auf der Keyword-Ebene findest. Deswegen klicke ich nochmal auf die Spalten. Unter den empfohlenen Spalten und unter der Leistung findest du wieder die Standard-KPIs, was ich dir hier aber zeigen möchte, das ist der Qualitätsfaktor. Darüber kannst du nämlich erkennen, wie Google deine Werbung bewertet. Der Qualitätsfaktor, der geht von 1 bis 10. 10 ist der beste Wert, 1 ist der schlechteste Wert. Und der Qualitätsfaktor, der ergibt sich aus der voraussichtlichen Klickrate. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du gute Anzeigentexte schreibst, damit die Leute möglichst häufig auf deine Anzeige klicken. Dann fließt auch noch die Nutzererfahrung der Landingpage mit ein. Deswegen solltest du auf gar keinen Fall irgendwelche Pop-ups auf deiner Landingpage benutzen. Deine Landingpage sollte auch genau zu dem Produkt passen. Am besten benutzt du auch die Keywörter auf deiner Landingpage, damit du hier einen möglichst hohen Wert erreichst. Und dann gibt es auch noch die Anzeigenrelevanz. Die kannst du beeinflussen, indem du auch deine Keywörter in der Google Ads Anzeige benutzt. Die Klickrate, die Anzeigenrelevanz und die Landingpage-Erfahrung, die wird immer mit gut, schlecht oder mittel bewertet. Darüber kannst du erkennen, welche Sachen du eventuell an deiner Google Ads-Kampagne oder an deiner Landingpage optimieren kannst. Und daraus ergibt sich dann auch der Qualitätsfaktor, der zwischen 1 und 10 sein kann. Diese Spaltenauswahl kannst du natürlich auch wieder speichern oder einfach auf Übernehmen klicken. Und ich habe mit Absicht den Verlauf ausgewählt, weil du darüber beobachten kannst, wie sich der Qualitätsfaktor und auch die anderen Sachen, also zum Beispiel die CTA, die Anzeigenrelevanz und die Nutzererfahrung auf deiner Landingpage, über die Wochen hin verändert hat. Das ist interessant zu sehen, wenn du auch wirklich aktiv versuchst, deine Kampagne zu optimieren. Das funktioniert, indem du auf die Segmente klickst und dann hast du hier die Möglichkeit, unter der Zeit die Wochen auszuwählen. Oben rechts kannst du dann einen längeren Zeitraum auswählen, zum Beispiel 1 Monat oder 2 Monate, und dann siehst du hier die Performance für jede Woche.
und dann kannst du erkennen, ob sich der Qualitätsfaktor verbessert hat oder verschlechtert hat und dann siehst du, ob sich deine Optimierungen auch gelohnt haben. Die Segmente, das ist auf jeden Fall ein interessanter Abschnitt, den du dir regelmäßig angucken solltest. Zum Beispiel kannst du hier die Geräte auswählen. Dann kannst du dir auch anschauen, wie die Performance auf dem Mobilgerät war und auf dem Desktop. Du kannst das Netzwerk auswählen, dann kannst du sehen, wie viel von deinen Klicks über die Google-Suche kam und wie viele Klicks über das Partnernetzwerk und du kannst die Performance so ein bisschen vergleichen und du kannst dir auch die Werte für die verschiedenen Conversions anschauen. Dann möchte ich dir noch die Empfehlungen zeigen, die findest du auf der linken Seite und in diesem Bereich musst du immer ein bisschen vorsichtig sein. Die Empfehlungen, die du hier angezeigt bekommst, das sind alles Empfehlungen von Google. Und Google hat natürlich das Ziel, dass deine Werbeausgaben auch möglichst hoch sind. Deswegen kriegst du hier manchmal ein paar Vorschläge, dass du dein Budget erhöhen musst, dass du deine Keywörter erweitern sollst oder eine andere Keyword-Option benutzen sollst, weil dadurch deine Performance angeblich besser wird. Aber gleichzeitig steigern sich dadurch natürlich auch deine Werbeausgaben. Deswegen musst du hier immer ein bisschen vorsichtig sein und wirklich gucken, ob die Empfehlung für dich Sinn macht oder nicht. Der Bereich hat sich in den letzten Monaten auch ständig weiterentwickelt und verändert. Du kannst unter der Verwaltung auch nochmal in die Kontoeinstellungen reingehen. Hier kannst du überprüfen, dass die automatischen Anwendungen auch deaktiviert sind. Aktuell ist das die Standardeinstellung, aber wenn das bei dir hier aktiviert ist, dann solltest du das auf jeden Fall deaktivieren, weil ansonsten werden die ganzen Empfehlungen, die du hier angezeigt kriegst, automatisch für deine Kampagne angewendet. Das waren auch erstmal alle wichtigen Sachen, die ich dir für den Einstieg zeigen wollte. Wie gesagt, am wichtigsten ist es, dass du eine korrekte Kampagnenstruktur benutzt. Das heißt, dass du versuchst, deine Anzeigengruppen nach Themen zu sortieren. Du solltest wissen, wie sich die verschiedenen Keyword-Optionen verhalten. Dein Conversion-Tracking sollte richtig eingerichtet sein und auch funktionieren. Und wenn du dich an diese Sachen hältst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Basis, um erfolgreich Google Ads-Werbung zu schalten. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Bereiche, die ich in diesem Video nicht abgedeckt habe, zum Beispiel das Remarketing. Du kannst auch dein Google Analytics-Konto mit deinem Google Ads-Konto verknüpfen. Es gibt noch ganz viele andere Kampagnentypen, die du in Google Ads schalten kannst, zum Beispiel Display-Werbung, YouTube-Werbung, eine Performance-Max-Kampagne. Und wenn du das alles lernen möchtest und dich für solche Inhalte interessierst, dann abonniere auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal. Für die meisten Sachen habe ich auch schon ein Video veröffentlicht und alles andere wird in Zukunft auf jeden Fall noch kommen.